Die Quetschen Academy wünscht dir ja, gute Frage. Was wünschen wir dir? In dieser Silvestersendung, da haben wir uns heute mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar nehmen wir dich mit bis um Mitternacht. Das heißt, wir haben jetzt eine 4 bis 5 Stunden Sendung, wo du live dabei bist, wo du Einblicke bekommst in unser vergangenes Jahr, ins nächste Jahr, bei uns hinter die Kulissen. Wir werden einiges Privates dabei haben und natürlich viel Musik. Wir starten das Ganze und werden dann in chronologischer Reihenfolge vorgehen. Wir starten mit Jänner 2020 und tasten uns dann über das ganze Jahr hinweg durch. Und ich sage dir das eine, das sind etliche Highlights dabei. Also, das zahlt sich richtig aus. Wir werden ein Social Media Best-of haben. Wir werden dir die besten Videos zeigen, die wir haben. Wir werden die fatalsten Hopperlas und Unfälle, würde ich beinahe sagen, auch veröffentlichen, wo wir nur überlegt haben, sollen wir die veröffentlichen, sollen wir die nicht veröffentlichen? Egal, wir veröffentlichen alles und wir zeigen dir jetzt alles. Und als allererstes, da möchte ich dir was ganz Besonderes zeigen. Es gibt ja immer so Höhepunkte im Leben. Es gibt immer so Momente, wo man sagt, ja, das ist es. Heute verändert sich mein Leben zum Positiven. Und so einen Moment, den haben wir unlängst erleben dürfen. Wir haben einen Neuzugang bekommen in unserem Haus und es ist nicht die Sau. Das ist lustig, oder? Nein, es ist nicht die Sau, es ist was viel Schöneres und das möchte ich euch jetzt wirklich gern zeigen. Es ist eine rote Strasser Rainbow mit den Original-Kinderriemen. Und wir haben ja bereits eine grüne Strasser Rainbow. Und die war so einsam, dass wir gesagt haben, okay, da brauchen wir auch eine rote Strasser Rainbow. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Sie ist rot und Regenbogenfarben. Und mit ihr kann man super laute Musik machen und damit geht es ins erste Musikstück des heutigen Tages. Wer es erkennt, der schreibt es in die Kommentare und unter allen richtigen Einsendungen, da verlosen wir dann nichts. Den zweiten Teil vergessen. Ihr merkt schon, vor allem die kurzen Riemen haben den Vorteil, man kann sogar über dem Schreibtisch musizieren damit, weil die hoch genug hängt. Dafür schneidet die Luft hin und wieder ab. Aber dieses Risiko muss man in Kauf nehmen. Was ganz besonders schön ist, wie ich finde, das ist dieser Blau-Rot-Kontrast, den wir da am Griffbrett haben. Blaue Knöpfe auf rotem Hintergrund. Das Einzige, was noch schöner ist, das werden
grüne Knöpfe auf rotem Hintergrund. Ja, und so möchte ich mich recht herzlich bedanken bei der Person, die uns das alles ermöglicht hat. Und zwar war das die Linda. Die Linda hat dieses Instrument entdeckt und uns darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt haben wir 2 wunderschöne Strasser Rainbows. Übrigens, die in der Stimmung A, D, G. Und G ist schon das Stichwort. Ich gehe jetzt dann, und zwar kurz aufs Klo. Und in der Zwischenzeit, da gibt es eine musikalische Einspielung. Und danach sehen wir uns wieder da live aus der Quetschenzentrale.
Sind wir schon? Ja, liebe Quetschenfreunde, ich bin zurück vom Klo und diesen Kollegen, den habe ich nicht am Klo gefunden, sondern der war vorher auch schon da, aber jetzt ist er am Tisch, weil er will auch dabei sein. Ja, ich habe jetzt einen Co-Moderator, wenn man das so möchte. Nicht zu verwechseln mit einem Klo-Moderator, aber den Klo-Moderator, den werden wir heute auch noch treffen. So viel sei jetzt schon verraten. Das hier ist der Amadeus. Und der Amadeus ist der Co-Moderator. Wir sind jetzt im Jahresrückblick Monat 1. Wir sind im Jänner und der Jahresstart 2020 für den Thomas und für mich, der war einigermaßen spannend. Denn was da passiert ist, das sage ich euch ganz ehrlich, wir sind am 30. Dezember 2019 nach Tirol gepilgert, um bei der Christine ihrer Geburtstagsfeier dabei zu sein und haben, ja, wir waren nicht die Ersten, die nach Hause gegangen sind, sondern eher die Letzten und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir gegangen sind noch. Das war die Geburtstagsfeier. Silvester haben wir dann beschlossen, wir müssen irgendwo hin, wo was los ist. Wir müssen irgendwo hin, wo etwas los ist. Und der Thomas hat dann kurzerhand gesagt, fahren wir nach München. Ja super, München, High Life, da geht's rund zu Silvester. Dann haben wir tatsächlich die Silvesternacht in München verbracht und sind dann am 1. Jänner weitergefahren in irgendeiner Therme da oben. Ich glaube Bad Aibling. In der Therme Bad Aibling waren wir am 1. Jänner und diese Erholung, die haben wir bitter nötig gehabt. So viel verspreche ich euch. Und danach, am 2. Jänner, da war die Reise noch nicht vorbei, da sind wir weitergefahren nach Tirol und zwar ins Bad Nauntal und wir haben damals dem Sandrino seine Harmonika übergeben. Und dazu möchte ich euch mal ein kurzes Video zeigen, wie das Ganze ausgesehen hat und zwar genau jetzt. Hey! Das ist ja. Also zum Zusammenbauen. Mit Socken. Der ist fabriksneu. Ja, echt jetzt? Noch gleich. Noch neu. Rauspacken. Nein, muss ich nicht. Ja, das war die Harmonikaübergabe. Der Sandrino, der spielt mittlerweile richtig gut. Vielleicht werden wir später von ihm noch ein Stück hören. Und jetzt habe ich das Reden verlernt, nein, egal. Das war dann der 2. Jänner, aber die Reise war noch immer nicht aus, denn am 3. Jänner, da waren wir dann in Mils bei Hall und da war der erste Quetschen Academy Stammtisch in Tirol. Und wie sowas ausschauen kann, das zeige ich euch jetzt auch. Das war der erste Stammtisch, den wir in Tirol gehabt haben. Das war aber nicht der wildeste, aber dazu verrate ich euch später dann mehr. Wir waren ja dann mehrmals draußen in Tirol und haben noch das ein oder andere rauschende Fest zelebriert. Das war aber mal unsere Neujahrsreise und dann haben der Thomas und ich einmal richtig Urlaub gebraucht, weil wir so fertig waren, aber nicht nur vom Autofahren, dass wir uns dann einmal einige Tage Auszeit genommen haben. 2 Tage, um genau zu sein. Dann ist es nämlich schon wieder weitergegangen und wir haben im Jänner unseren Kurs mit dem Stefan Kloppe produziert und veröffentlicht. Der Stefan Kloppe ist ein guter Freund von mir und das ist ein Mentaltrainer, ein Performance-Coach, wie auch immer man das Ganze bezeichnen will. Und mit dem haben wir den Kurs Auftrittsangst AD gemacht. Und zwar ist es ein Videokurs, in dem es darum geht, als Musiker, vielleicht wenn man viel nervös ist oder Lampenfieber hat, wie bringt man das Ganze weg und was muss ich tun, damit ich vor Publikum souverän werde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen,
Auch ich habe noch viel mitgenommen von Stefan Kloppe. Im zweiten Kapitel und hier wollen wir mal den Blockaden an den Kragen gehen. Und ich möchte dir Step für Step zeigen, wie du diese Blockaden los wirst und was eigentlich dahinter steckt. Also, was ist denn genau die Pille gegen Lampenfieber? Wie mache ich mir Druck oder Versagensängste? Wie schaffe ich es, dass ich meine Selbstzweifel besiegen kann und dafür selbstbewusst und voller Überzeugung dort auf meine Bühne geben kann und richtig zu performen? Und ich möchte dir ein Modell vorstellen, mit dem ich in meinen Coachings das Thema mental allen auf den Punkt beibringen kann. Denn dieses Modell ist so simpel und du wirst verstehen, wie machst du es, dass du dich so fühlst, so negativ, so blockiert und was kannst du tun, um da wieder rauszukommen. Das war er jetzt, ein kurzer exklusiver Einblick zum Kurs Auftrittsangst AD mit dem Stefan Kloppe. Generell, wenn du irgendwo nähere Informationen haben möchtest oder sagst, dieser Kurs würde mich interessieren, dann schreib bitte ein E-Mail an info@quetschen.academy. Da bekommst du alle Infos zu allen Themen und da sind wir wirklich 7 Tage besetzt. Das heißt, da bekommst du auch schnell eine Antwort. Auftrittsangst AD. Die Auftrittsangst, die war dann tatsächlich Geschichte, aber was dann passiert ist, das war der 27. Jänner. Und der 27. Jänner, das war so etwas wie soll ich sagen, ein Schicksalstag. Der 27. Jänner, das war irgendwie... Wie würdest du einen Tag bezeichnen, wo zuerst gearbeitet wird und dann gegessen wird und dann getrunken wird? Viel. Ja, egal, wie man den bezeichnet. Jedenfalls am 27. Jänner, da war unser Adrian zum ersten Mal in Graz. Der Adrian von Rhönharmonika, mittlerweile werden ihn viele kennen. Er hat uns damals ein E-Mail geschrieben und gesagt, ja, Freunde, ich bin in Graz, kann ich mal vorbeischauen? Ich denke mir so, Rhönharmonika, nie gehört. Schau mal, komm vorbei. Adrian schaut vorbei, Adrian kommt in die Quetschenzentrale, wir haben da ein bisschen Witze erzählt und die Chemie, die hat gleich gestimmt. Nicht nur, weil ich 3 Wochen Chemie studiert habe, sondern einfach, weil der Adrian ein cooler Typ ist. Und an diesem 27. Jänner sind wir dann am Abend etwas essen gegangen. Und zwar ist dieses Essen dermaßen, andersrum. Wir bringen den Adrian ins Hotel und sagen, Adrian, wir holen dich in einer Stunde wieder, da fahren wir dann essen. In einer Stunde kommen wir wieder, ich und der Thomas, wir haben die Handys auf lautlos und der Adrian steht noch immer vor dem Hotel, weil er sein Hotelzimmer nicht gefunden hat. Und natürlich auch niemand da war, der ihm weiterhelfen hat können. Dann haben wir gemeinsam das Hotelzimmer ausfindig gemacht. Das war dann irgendwo ganz hinten oben verwinkelt in einem Nebengebäude. Ja, Pech. Und dann sind wir gemeinsam ins Brauhaus Buntigam gefahren. Und einigen von euch ist das Brauhaus Buntigam sicher noch ein Begriff, denn da war ja 2019 die Quetschenoffensive. Und im Brauhaus Buntigam, da gibt es auch einen guten Zirbenschnaps. Und wir haben dann, ich zeige euch jetzt einmal das Video von der Quetschenoffensive, wie das Brauhaus Buntigam von innen ausschaut und wie es dazugehen kann. Diese Freude, diese Ehrlichkeit, die dahinter steckt, das ist für mich fantastisch. Selbstvertrauen für die Auftritte, Sicherheit beim Üben. Das ist das erste Mal, wo ich andere Leute treffe, die überhaupt spielen. Ja, dass alles erreichbar ist, wenn man nur übt und weiß, wie man übt. Also ich nehme mit, dass ich gedacht hätte, es ist viel, viel komplexer, schwerer.
Und mit dieser Vorgehensweise, denke ich, werde ich gut zurechtkommen können und einen guten Start haben. Ich bin begeistert, auf jeden Fall. Der Thomas und der Stefan, ja, so wie die das machen, diese Lerntechniken mit diesem weniger ist mehr, das hat mich wirklich fasziniert. Ja, so geht's auf den Quetschen Academy Seminaren und Veranstaltungen zu. Da haben wir aber später auch noch mehr und noch tiefere exklusive Einblicke in unsere, in die Seminaren mit wenigen Teilnehmern, in die Seminare, wo wir teilweise zu 10 und zu 20 nur gewesen sind und natürlich auch wesentlich mehr Privatbetreuung möglich war. Jedenfalls, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Der Adrian und wir sind im Brauhaus und ich war Gott sei Dank der Autofahrer. Und das sage ich wirklich heute noch, irgendeine höhere Macht, die gibt's, die hat mich da vor Bleibeschäden bewahrt. Teilweise haben die anderen Beteiligten an diesem Abend nicht mehr so genau gewusst, wie wir dann nach Hause gekommen sind. Ich schon, denn ich war ja der Autofahrer. Und den Adrian haben wir dann ins Hotel gebracht und einige von euch, besonders die Balkcamp-Teilnehmer, die kennen ja noch unseren Freund, den Hahn. Und der Hahn, den es dort gegeben hat, der hat den Adrian um 4 Uhr früh dann geweckt, ziemlich unsanft, wie das für einen Hahn so üblich ist. Und der Adrian, der hat dem Hahn dann den Kampf angesagt. Das schauen wir uns jetzt noch an und danach gibt es nur kurz Musik und dann geht's weiter mit dem nächsten Geheimnis. Schönen guten Morgen. 4:40 Uhr morgens in Graz. Hört mal zu. Dieser Hahn, das ist der crazy Hahn ever auf der Welt. Der kräht jetzt schon seit einer halben Stunde. Alle 10 Sekunden. Da kannst du nicht mehr pennen. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Der ist nur am Krähen. Das ist irre, oder? Das ist echt irre, das Vieh. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Einen schönen guten Morgen. 4:40 Uhr morgens in Graz. Hört mal zu. Dieser Hahn, das ist der crazy Hahn ever auf der Welt. Der kräht jetzt schon seit einer halben Stunde. Also, wir haben jetzt 1:38 Uhr. Dieser Hahn hat mich in Folge 3 mal wach gemacht. Ich glaube, die letzten 2 Tage jeweils so kurz vor 4. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist 2 Stunden bevor der Hahn aufsteht. Jetzt wecke ich den Hahn und ich nehme euch mit dazu. Komm mit. Jetzt ist der Hahn dran! Das ganze Video futsch gegen euch. So. Ich weiß nicht, ob der Hahn wach ist, aber ich habe auf jeden Fall Paroli geboten, würde ich sagen. Er sitzt da hinten und hat doof geguckt, das habe ich gerade gesehen. Und ich bin gespannt, ob er um 4 Uhr noch kräht. Wir werden es sehen. Ja, liebe Quetschenfreunde, den Adrian, den kennt ihr jetzt, aber
um das Bild gerade zu rücken, wollen wir ihm auch die Chance geben, sich selbst zu präsentieren. Und jetzt würde ich sagen, Film ab! Ich bin Annette, wohne in Vogelsberg im Landkreis Sommerda, nahe der Landeshauptstadt Erfurt in Thüringen. Mein Name ist Damian Montag, ich bin aus Käferhausen. Das liegt im Eichsfeld in Thüringen. Hi, ich bin die Heike. Ich spiele seit ungefähr 4 Monaten Harmonika. Hallo liebe Quetschenfreunde, ich bin Helga und ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie ich zum Spielen der steirischen Harmonika kam. Ja, hallo, ich bin der Klaus Frank aus Hilders-Windlos. Bin leidenschaftlicher Harmonikaspieler, macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Hallo liebe Harmonika-Freunde, ich bin die Marianne aus Erbenhausen. Erbenhausen ist ein kleines Dörfchen in der thüringischen Rhön. Ja, ich möchte mir einmal vorstellen, ich bin der Michael aus Haselbach in der Rhön, am Fuße des Kreuzbergs. Ich bin der Thorsten aus der Rhön, nicht weit von Rhönharmonika, vom Adrian Kehr seiner Harmonikaschule. Hallo, mein Name ist Thorsten, ich komme aus Nospers-Waldmoos. Es ist ein Ortsteil der Gemeinde Grebenhain. Es gehört zum Vogelsbergkreis und liegt in Hessen. Hallo, ich bin der Sebastian und komme aus dem knapp 5000 Einwohner großen Bischofsheim in der Rhön. Ja, servus, ich bin der Jens und komme aus dem schönen Hessenland, genauer gesagt aus Petterweil. Liebe Quetschen-Community, wir bedanken uns für die Einladung und sagen mit den Worten Silvester hin und klar ist am nächsten Tag Neujahr. Prost! Prost! Musik- und Quetschenfreunde. Ich wünsche allen ein erfolgreiches 2021, viel Gesundheit und in diesem Sinn ein Prosit der Gemütlichkeit. Man sieht es jetzt ganz schlecht, wir sind Zwillinge, wir mussten uns fast immer alles teilen und deswegen müssen wir uns jetzt auch eine Harmonika teilen. Und ich bin der Adrian von Rhönharmonika, vom kleinsten Harmonikaladen der Welt. Viele Schüler haben sich schon vorgestellt heute und ich freue mich ganz besonders, im Silvestervideo der Quetschen Academy auftreten zu dürfen, um mein kleines Geschäft einmal vorzustellen. Ja, begonnen hat eigentlich alles vor gut 2,5 Jahren, als ich die Idee hatte, es muss doch noch mehr Menschen wie mich geben, die aus der Mitte Deutschlands kommen, hier aus dem schönen Hessen, Thüringen oder Bayern, die nicht so weit fahren wollen und sich gerne mal über die steirische Harmonika erkunden wollen. Und ja, da hatte ich so die Idee einfach im Kopf, das könnte man ja mal ausprobieren mit einem kleinen Harmonikaladen. Ja, und irgendwann im Dezember 2018 bin ich mit einem guten Freund hier durch Poppenhausen gefahren und da stand dieser Laden hier leer. Da war vorher ein Solarium drin gewesen und es hing ein Schild an der Schaufensterfront, wo drauf gestanden ist, Nachmieter gesucht oder zur Vermietung frei. Und dann habe ich gedacht, jetzt packst du die Gelegenheit beim Schopfe, das passt ganz gut. Der Laden ist zwar klein, aber dafür reicht es erstmal aus. Und dann nahm das alles so seinen Lauf im April 2019, dann knappe 3,5 Monate später,
war dann die Eröffnung von Rhön-Harmonika, nachdem ein bisschen was umgebaut wurde und renoviert wurde. Und seitdem gibt es Rhön-Harmonika seit dem 1. April oder 4. April, ich weiß es nicht genau, 2019. Heute ungefähr vor einem Jahr habe ich einfach eine E-Mail geschrieben an Stefan und Thomas und habe sie gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass meine Schüler hier in der Rhön mit den Lernvideos der Quetschen Academy lernen können. Denn es wurde irgendwann zu viel. Ich hatte damals, glaube ich, an die 16 Schüler, die ich jeden Tag unterrichtet habe oder jede Woche einmal unterrichtet habe. Und es war gar nicht möglich, dass jemand, der 50, 60, 100 Kilometer weiter weg wohnt, von Rhön-Harmonika hier auch mit dem Unterrichtssystem lernen kann. Das ist jetzt anders. Und das passt richtig gut. Jetzt kann jeder aus Hessen, aus Thüringen, aus Bayern mit Rhön-Harmonika und der Quetschen Academy die steirische Harmonika lernen mit den Lernvideos. Und das klappt wirklich richtig gut. Ja, weil es ist einfach so, die Schüler lernen mit den Lernvideos der Quetschen Academy selbstständig von zu Hause aus. Und ich gebe ihnen dann schon hier und da Tipps, was sie machen sollen, was sie spielen sollen, wo sie vielleicht ein bisschen mehr dranbleiben müssen, was noch nicht gut klingt, was unsauber ist und wo man einfach technisch besser werden kann in den Liedern. Dafür kommen sie zu mir zum Unterricht. Das machen manche einmal im Monat, andere kommen wöchentlich. Wiederum andere haben es so weit zu fahren, dass sie alle 2 Monate kommen, aber dann den ganzen Vormittag auch da sind. Aber das passt richtig gut, denn somit wird das Erlernte von zu Hause einfach auch nochmal kontrolliert und überprüft und man steht nicht so ganz alleine in seiner Harmonikakarriere, wenn die gerade startet. Ja, und ich werde immer gefragt, was macht denn Rhön-Harmonika so besonders? Und das sind tatsächlich unsere Schüler. Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass ein Jahr später, Ende 2020, bei Rhön-Harmonika über 50 Harmonikaschüler gibt, das hätte ich nie gedacht. Ja, und die lernen von zu Hause aus mit den Videos der Quetschen Academy von zu Hause aus und kommen noch dual zu mir zum Unterricht dazu und das klappt richtig gut. Im Trailer, wo es losging eben im Video, habt ihr schon ein paar gesehen davon und jetzt bin ich ruhig und zeige euch meine Harmonika-Welt in der Rhön. Viel Spaß! Oh.
Ja, das waren einige Schülerbeiträge. Ihr seht, da wird schon fleißig geübt und gespielt zu Hause, in den Wohnzimmern, auf der steirischen Harmonika. Aber es gibt noch ein paar Beiträge heute für dieses Silvestervideo, wo meine Schüler einfach ein paar Worte loswerden wollten, und die zeige ich euch jetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es folgt nun eine Sondermeldung. Neben dem Coronavirus breitet sich nun noch ein weiterer, sehr ansteckender Virus aus. Es handelt sich hierbei um das Quetschenfieber. Ich spiele seit 50 Jahren Akkordeon und habe mir das Spielen auf der steirischen selber beigebracht. Die steirische selbst spiele ich jetzt seit knapp 2 Jahren. Adrian und seinen Harmonikaladen habe ich im Netz gefunden und nach mehreren Telefonaten erfolgte im Frühjahr dieses Jahres ein persönliches Kennenlernen und Treffen im kleinsten Harmonikaladen der Welt in Poppenhausen. Mit dem Üben, das ja, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gestört werden wir trotzdem, deswegen haben wir mal spaßenshalber uns in der Hälfte von der Wegstrecke getroffen. Veit Alba. Hessisches, thüringisches Duo. Genau. So, und jetzt üben wir noch ein bisschen. Mal gucken, ob da was rauskommt. Und ich bin in meiner Freizeit als DJ unterwegs auf vielen Veranstaltungen, und seit neuestem mein neuestes Hobby ist die steirische Harmonika. Da möchte ich auch dem Adrian und Rhönharmonika ganz herzlich mal Dankeschön sagen für die Unterstützung, für alles, was er für uns und für seine Schüler so tut. Also Adrian, an dich, vielen Dank. Erstmals lokalisiert wurde dieser Virus vor knapp 3,5 Jahren in Österreich nahe Graz in Birkenfeld in dem Laboratorium der Quetschen Academy. Ich spiele seit ungefähr 4 Monaten Harmonika, mache das zusammen mit der Rhönharmonika, mit dem Adrian, mit der Quetschen Akademie. Und ich muss sagen, das macht so einen Wahnsinns Spaß. Und überhaupt, macht weiter so, Jungs, ihr seid super. Also, es war so, wie so viele habe ich jeden Tag ein Problem gehabt, und zwar ein Kleiderproblem. War immer auf der Suche nach was Passendem zum Anziehen. Dann bin ich durch Poppenhausen mal zufällig gefahren und habe diesen schnuckeligen, schönen kleinen Harmonikaladen vom Adrian gesehen. Bin stehen geblieben, reingeguckt, gedacht, oh, boah, stehen sie drin. In schwarz, gold, braun. Gehst du rein, findest du bestimmt was Passendes, was dich gut kleidet, was Passendes zum Anziehen. Seitdem breitet sich dieses Virus stetig aus und erobert den kompletten Planeten Erde. Ein weiterer Hotspot wurde vor einem Jahr inzwischen in Poppenhausen in der Rhön nahe der Wasserkuppe gefunden. Auch von hier aus erobert dieser Virus weitere Gebiete. Und ich bin nicht nur glühender Anhänger des bayerischen Lebens und der steirischen Harmonika, sondern vor allen Dingen der Quetschen Academy. Und warum ist das so? Weil die beiden Jungs mir eine Möglichkeit aufgezeigt haben, dieses sensationelle Instrument wirklich erlernen und spielen zu können, wovon ich früher nur träumte und es für mich einfach unvorstellbar gewesen ist. Nie im Leben hätte ich gedacht, und das in meinem Alter, dass ich noch einmal beginnen würde, die steirische Harmonika zu lernen. Adrian von Rhönharmonika hat mich dazu motiviert. Und dann sind da noch die vielen Quetschenfreunde vom Harmonikaseminar und von den Quetschenstammtischen, die inzwischen zu meiner zweiten Familie geworden sind. Aber eines ist sicher, er gilt als sehr ansteckend und unheilbar. Ein Impfmittel gibt es bisher nicht. Über mögliche Symptome und Behandlungsmöglichkeiten reden wir gleich mit unserem Experten. Und ich bin zur steirischen Harmonika eigentlich durch den Adrian gekommen. Der hat in eBay Kleinanzeigen Video gehabt oder bessere Anzeige gehabt, steirische Lernen in Poppenhausen in der Rhön. Und dadurch, dass es nicht weit weg ist von mir und schon immer ein Kindheitstraum war, entweder
Akkordeon oder Steirische zu lernen, haben wir gedacht, jetzt oder nie, haben Adrian angerufen, Termin ausgemacht, ins Auto reingesetzt und ja, seitdem bin ich zur Steirischen gekommen. Und ein herzliches Dankeschön möchte ich mal der Rhönharmonika sagen, dem Adrian, dass ich bei der Gruppe dabei sein darf, bei den Schülern. Und an die Quetschen Academy, an Thomas und Stefan, dass sie so schöne Videos machen. Ich wünsche euch ein super tolles, oder uns ein super tolles 2021, dass wir viel mit der Harmonika nächstes Jahr machen können. Und das war's. Ciao. Ich bin der allererste Schüler von Adrian und ich bin ihm unheimlich dankbar, dass ich mittlerweile so weit gekommen bin, spielerisch, und dass er mir einfach den Traum erfüllen konnte, mich zu unterrichten auf einer steirischen Harmonika. Als Adrian vor circa 1,5 Jahren sein Geschäft eröffnet hatte, wollte er eigentlich nur Harmonikas verkaufen, Limex-Einbau und auch Reparaturen machen, aber er wollte eigentlich nicht unterrichten. Und wir konnten ihn umstimmen und wir sind froh, dass wir heute Abend in einer so großen Gemeinschaft sind von Rhönharmonika und von den ganzen Schülern und mittlerweile auch zur Quetschen Academy gehören. Es macht einfach riesig viel Spaß. Ich bin unheimlich begeistert von diesem Instrument und ich freue mich einfach, dabei sein zu dürfen. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass Corona uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, mittlerweile in Sachen Seminare, Unterrichtseinheiten, Stammtische und so weiter. Aber ich wünsche euch für das kommende Jahr alles Gute, auch dem Adrian, dass ihm seine Wünsche in Erfüllung gehen können, wir wieder gemeinsam zusammen musizieren dürfen, Stammtische machen können, eigentlich Feste feiern dürfen und vor allen Dingen zusammen Musik machen. Ich wünsche euch nun noch einen tollen Jahresausklang. Alles Gute für 2021. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Thorsten. Ja, und dazu muss ich kurz was sagen. Danke, lieber Thorsten. Der Thorsten ist wirklich dran schuld oder dafür zuständig, dass es heute überhaupt Musikschüler hier gibt bei Rhönharmonika. Und ich bin ganz stolz darauf, dass er da so hartnäckig geblieben ist und mich so lange bequatscht hat, bis wir Musikunterricht gegeben haben. Auf das knapp 20 Kilometer entfernte Rhönharmonika-Geschäft bin ich aufmerksam geworden durch Adrian bei Facebook. Da ich mich schon seit längerem für steirische Harmonika interessiert habe, habe ich sofort beschlossen, nach dem ersten großen Lockdown Adrian einen Besuch abzustatten. Und ja, was soll ich sagen? 6 Monate später bin ich schon stolzer Besitzer dieser wunderschönen Harmonika. Ich freue mich, zusammen mit Adrian und der Quetschen Akademie mein Spiel zu optimieren. Ich wünsche euch alles Gute für 2021. Bis bald. Auf der Autobahn, auf der 71, ging es flugs nach Poppenhausen. Es war ein sehr herzliches Treffen und Kennenlernen. Beim zweiten Treffen habe ich mir hier diese wunderschöne Silberbock geholt, worauf ich sehr stolz bin und auf der ich auch furchtbar gerne spiele. Der Adrian ist ein ganz toller Mensch und Vollblutmusikant, der in der Zeit seines Bestehens mit Rhönharmonika sehr viel auf die Beine gestellt hat. Die Rhöner Gruppe ist super und überaus herzlich. Euch allen liebe Grüße und ein besseres 2021. Und bleibt gesund, bis auf ein Wiedersehen. Tschüss, Annette. Habe ich mir die kleine hier gekauft, in braun. Und seitdem hat sich das Problem gelöst. Ich hänge die mir einfach vorne dran und somit bin ich jeden Tag gut angezogen. Die steirische Harmonika macht super Spaß. Wenn man spielt, macht sie Freude. Manchen macht es Freude, wenn man aufhört zu spielen. Aber dank Adrian, mein Musiklehrer von Rhönharmonika und der Quetschen Akademie, denke ich mal, es wird langsam besser. Euch allen wünsche ich für 2021 alles Liebe und Gute. Immer genug Hornhaut auf den Fingerkuppen und nächstes Jahr quatsche ich nicht so viel, sondern spiele euch was vor. Bleibt gesund und tschüss. Die beiden sind einfach nur ehrlich und authentisch und es ist echt, was sie machen und dafür liebe ich euch und ich bin stolz darauf, Teil dieser Community sein zu dürfen. Also, vielen Dank und macht weiter so. Ciao. Im Moment ist hier nicht viel los, aber ich freue mich riesig auf die bevorstehenden, für die nächste Saison geplanten Quetschen-Highlights. Ja, da hinten, das ist mein altes Mädchen, Senda.
die begleitet mich überall hin. Also die steirische Harmonika und die Senda, die auch immer beim Üben dabei sind immer zugange. Ja, also liebe Quetschenfreunde, ich wünsche euch für das neue Jahr alles Gute, viel Glück, Zufriedenheit und bleibt gesund. Bis bald, eure Marianne aus Erbenhausen. Und so soll sie aussehen, so sieht sie aus. Das ist die erste steirische Harmonika aus der Rhön, aus echtem Holz. Sie spielt sogar. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt schön gesund. Tschüss. Beim Adrian echt ein super Typ, mir ist aufgehoben. Gleich den ersten Tag, wo ich hinten war, gleich die Quetsche umgehangen bekommen. Und abends bin ich mit dem Leihinstrument heimgefahren und habe das Klimpern angefangen. Ja, wir hatten einmal in der Woche Unterricht. Adrian kann es nicht super rüberbringen. Und die erste Erfolge kamen eigentlich schnell. Und dann nach 3 Monaten habe ich mir mein eigenes Instrument angekauft, habe das Leihinstrument zurückgegeben und wie gesagt beim Adrian Beratung und auch vom Typ her ist mir echt aufgehoben. Also wer Steirische lernen möchte, Termin mit den Adrian ausmachen, ins Auto sitzen, hinfahren und ja, da seid ihr gut aufgehoben. Ja, und ich muss an der Stelle auch mal ein ernstes Wort sagen, aber ein gutes, ernstes Wort und mich ganz herzlich, also wirklich aus tiefstem Rhöner Herzen bedanken bei der Quetschen Academy, beim Stefan, beim Thomas und vor allen Dingen auch beim Jürgen, dass ihr es mit mir aushaltet. Wir haben ja schon so einiges gemacht zusammen, leider präsent noch gar nicht so viel dieses Jahr, angefangen bei einem legendären Treffen im Punigamer Brauhaus in Graz im Januar, dann haben wir uns später gesehen, nochmal in Graz und auch hier zum Harmonika-Stammtisch in Fulda. Vor uns liegt eine richtig geile Zeit, ich freue mich da total drauf. Wir haben uns gesucht und gefunden, würde ich sagen. Und ich bin ganz stolz, ein Quetschen Academy Partner zu sein. Ganz stolz, euch hier in der Region, in Hessen, in Osthessen, aber auch in diesem Großraum hier vertreten zu dürfen. Und dafür ein großes Dankeschön. Rhön-Harmonika wäre heute nicht Rhön-Harmonika und nicht so weit, wenn es euch nicht geben würde. Ihr habt da ganz großen Anteil dran. Lieben Dank. Ja, jetzt habt ihr einige O-Töne gehört von den Schülern. Ihr wisst Bescheid über Rhön-Harmonika. Verfolgt uns gerne auch auf YouTube. Da gibt's einen YouTube-Channel, einfach Rhön-Harmonika eingeben oder auf Facebook und auf Instagram. Da einfach gerne abonnieren und dann verpasst ihr keine News von Rhön-Harmonika. Schaut auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.rhön mit oe-harmonika.de. Ich wünsche euch einen guten Beschluss, wie man hier in Osthessen sagt, oder guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Ich hoffe, das nächste Jahr geht genauso gut weiter wie dieses Jahr musikalisch. Feiert ordentlich, gebt nochmal alles heute Abend und liebe Grüße nach Graz in die Quetschenzentrale. Ciao, euer Adrian von Rhön-Harmonika. Wer bist du eigentlich? Also ich bin die Natascha und ich bin in der Quetschen Academy für die Social Media Posts zuständig. Wo kommst du her? Ich bin aus der Oststeiermark. Wie bist du zur Quetschen Academy gekommen? Ich kenne Stefan eigentlich von der Schule und unsere Wege haben sich aber irgendwie immer wieder gekreuzt und ich habe die Quetschen Academy von Anfang an verfolgt und geschaut, ob das was Gescheites ist. Und im Endeffekt bin ich jetzt selber dabei. Also ist es was Gescheites? Ja. Spielst du steirische Harmonika? Nein. Warum nicht? Es ist nicht so mein Fall. Wann startest du mit der Harmonika? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Was gefällt dir in der Quetschen Academy am besten? Ich mag einfach die ganzen Leute, die da dabei sind. Die sind einfach total lieb und die flexiblen Arbeitszeiten sind ziemlich cool. Was war dein lustigstes Quetschen-Erlebnis?
dass ich nach einem halben Jahr eine Harmonika umgehängt gekriegt habe und das ziemlich komisch war. Was erwartest du dir quetschentechnisch vom nächsten Jahr? Also ich hoffe, dass es so weitergeht, wie das in dem Jahr jetzt gelaufen ist und dass die Quetschen-Community immer weiter wächst. Wenn du das Wort Quetschen hörst, woran denkst du als erstes? Frühshoppen. Wenn du an einen Frühschoppen denkst, woran denkst du als erstes? Stefan Kern. Lieblingsfarbe? Olivgrün. Lieblingsessen? Oliven. Nein, mein Lieblingsessen sind tatsächlich nicht Oliven, aber ich mag gern Pizza oder irgendwas mit Nudeln. Hast du einen Spitznamen? Tatsächlich, also manche Leute sagen Tascha zu mir, aber ich bevorzuge es, wenn man mich einfach Natascha nennt. Alles klar, Tascha. Welche Hobbys hast du abseits von der Quetschen Academy? Ich singe ganz gern und gehe gern in die Natur, zum Beispiel laufen oder wandern. Kannst du den Text vom steirischen Brauch auswendig? Du singst ja gern. Na. Schade. Das mag ich gar nicht. Quetschen spielen. Ach, mein Gesicht. Wenn du ein Smiley, ein Emoji wärst, welches wärst du? Dann wäre ich vermutlich der Smiley, der lächelnd die Zähne zeigt. Meer oder Berge? Schwierig. Beides eigentlich. Sommer oder Winter? Frühling, Salz oder Pfeffer? Salz, Bier oder Wein? Wein, Kaffee oder Tee? Kaffee, Süß oder pikant? süß. Katze oder Hund? Eindeutig Hund. Kuh oder Pferd? Pferd. Quetschen oder Quetschen? Quetschen. Ja, passt schon. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Wandertag hingelegt und den Adrian habt ihr kennengelernt. Der hat übrigens auch so coole Jacken und Pullover und alles mögliche. Also Rhön Harmonika, da ist nochmal irgendwo die Homepage-Adresse. Schaut sich das gerne mal an, schaut vorbei. Der Mann ist wirklich ein cooler Typ und ich habe den Adrian als Freund und Partner sehr zu schätzen gelernt in diesem Jahr. Ihr habt schon gesehen, auch wir sind auf dem modisch neuesten Stand. Wir haben da diesen Quetschen-Mundschutz, wieder gleiches Prinzip. Ich verlinke euch das irgendwo in der Videobeschreibung oder schreibt gerne eine E-Mail an info@quetschen.academy. Dann können wir euch auch so einen Quetschen-Mundschutz besorgen. So, wir haben jetzt hier einen kleinen Wandertag gemacht, wie gesagt. Und jetzt, wie es für einen Wandertag üblich ist, gehen wir jetzt mal was hier ausnutzen. Ich sehe schon, der Beppo hat schon Hunger. Das, was der jetzt so schmatzt und knuspert. Das ist der Beppo. Normalerweise essen wir kaum was Süßes in der Quetschen Academy und ich bin sowieso eher dem Süßen abgeneigt, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Und die Herren hinter der Kamera, die lachen jetzt sogar. Ihr seht da, wir haben die Weichen schon in Richtung 2021 gestellt. Und wo fährt man mit dem Zug hin? Weg! Genau, mit dem Zug, da fährt man weg. Und
Wo fährt man weg, wenn man wegfährt? Man fährt in die weite Welt. Und genau im Zeichen der weiten Welt ist bei uns der Februar und auch der ganze März gestanden. Wir haben die Quetschen Around the World Tour geplant und durchgeführt. Also ich glaube, ich brauche jetzt eine kurze Esspause, aber du kannst gerne weiterführen. Wir machen eine Zeitrafferaufnahme, wie wir das Fackel da vernichten. Vergeht die Zeit auch. Machst du was, gell? Vielleicht kennt ihr die Sophia Schmidi. Die Sophia, die hat mir mal die Challenge gesagt, wie viele Mannerschnitten kann ein Mensch in seinen Mund reingeben, dass man den den Text vom Kufstein-Lied noch immer versteht. Ich würde sagen, das sind 4. Liebe Sophia, 5, 12, Was will 5 sein? Was kannst du vor? Und was ist und viel? Was ist Fußball? Bob am Bühnen in. Ja, was ist Fußball am Bühnen in? Und so weiter und so fort. Genau. Ja, nicht schlecht. Bin ich noch? Bin ich? So. Ja, liebe Freunde des Kufstein-Lieds, liebe Sophia, diese Challenge würde ich sagen 8, 9 Schnitten, das geht sich aus. Den Text hat man einwandfrei verstanden. Aber jetzt, um wieder zurückzukommen, wir haben im Jänner und Februar geplant unsere Quetschen Around the World Tour. Und der Plan war tatsächlich, wir machen 15 Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Wir haben gestartet in Wien, sind dann nach Oberösterreich, nach Rosenheim, dann weiter über Tirol nach Vorarlberg und wollten dann noch ganz Deutschland bis in den Norden erobern. Da ist uns dann irgendwo eine komische Erkrankung dazwischen gekommen, dazu aber später mehr. Ich zeige euch jetzt mal, wie das ausschaut, wenn die Quetschen-Crew unterwegs ist, denn das war ein richtiger Spaß bei der Quetschen Around the World Tour am ersten Wochenende.
so ist die QATW für uns gewesen, für das Quetschen-Team, für den Thomas, für all die fleißigen Hände und für mich. Und natürlich wollen wir auch die andere Sichtweise jetzt einmal zeigen, denn bei der Quetschen Around the World Tour, da ist es eigentlich überhaupt nicht um uns gegangen, sondern um die Teilnehmer. Und wir haben da 4 Blöcke über einen ganzen Tag gestaltet jeweils. Und da ist es wirklich teilweise sehr tief reingegangen in alle Themen, die so beim Harmonikaspielen wichtig sind. Die Fingertechnik, dann das richtige Üben, dann wie ist das bei einem Auftritt, wie gehe ich neue Stücke an, was ist, wenn ich nicht weiterkomme und so weiter und so fort. Und da schauen wir uns jetzt einen kurzen Ausschnitt von diesem Seminar mal an. Es ist noch knapp nicht ganz mehr eine Stunde. Wie fühlt man sich jetzt gerade so? Nervös. Na, Spaß. Es ist echt wild. Wir haben ja 4 Jahre auf das hingearbeitet, auf den heutigen Tag.
Ja, das war ein kurzer Ausschnitt und wie gesagt, am ersten Wochenende, da waren wir in Wien, in Ried im Innkreis in Oberösterreich und am Sonntag noch in Rosenheim, also 3 Tage volle Power. Das war schon eine recht interessante Erfahrung und insgesamt haben wir allein am ersten Wochenende schon weit über 200 großteils begeisterte Teilnehmer gehabt und ich habe jetzt gesehen, wie so ein Seminar, wie so eine Quetschen Around the World Tour ausschaut. Es ist dann noch weitergegangen mit der Quetschen Around the World Tour. Aber bevor ich euch das jetzt zeige, da gibt es jetzt wieder mal Musik. Hans bleibt da, Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wird. Juhu! Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wird. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt weiß er nicht mehr weiter. Ra, da, ra, ra, da, ra, da, ra. Ah, ja, genau. 1, 2, 3, 4. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, im Auto, da waren wir viel unterwegs bei der QATW-Tour und im Auto bin ich jetzt auch. Und bevor ich euch auf meinem Autoradio, der ziemlich verstaubt ist, merke ich gerade, mein Lieblingslied vorspielen werde, da möchte ich euch noch kurz mitnehmen ans zweite Quetschen Around the World Tour Wochenende. Wir waren dort zuerst in Mils bei Hall und dann sind wir weitergefahren von Tirol über den Adelberg und haben die zweite Veranstaltung am Sonntag in Friedrichshafen dann gemacht. Am Bodensee ist es. Bodensee? Ja, genau, das ist der Bodensee. Der Neusiedlersee, der ist ja am anderen Ende von Österreich. Jetzt habe ich das fast verwechselt. Jedenfalls waren wir, bevor wir in Tirol die Veranstaltung gehabt haben, einen Tag vorher schon dort. Und am ersten Tag, am Freitag, da waren wir zu Besuch bei U1 Tirol, bei Radio U1 Tirol, beim Lucky Brunner. Und das war echt eine coole Sache. Wir haben dort ein Interview gemacht und noch dazu hat uns der Lucky sogar einen Beitrag von ihm selber geschickt, unverhofft. Und das zeige ich euch jetzt.
euch möglich. Super irgendwie. Ja, ja. Und dann zum Kokoglas, aber dein Wissen. Okay? Gut. Da kann man arbeiten, aber man kann sich das nicht richtig. Ja, warum laden wir den nicht einfach rein? Das läuft wie das System ist. Wir spielen jetzt gerade was Klasses nach Mallorca. Nicht, dass du das begeistert, weil du welche Übungen hängen. Nur über ganz Tirol fahren sie eigentlich dieses Wochenende. Und einen wunderschönen Alexandra. Jedes Stück wirklich vor. Der Harmonika zu deinem Stefan selber sich macht es eben überhand. Den Sockenbesitzer. Ja. Natürlich der altenländische Melodie, aber den Fernseher her und lernst. So, dann nehmen wir das da. Also klar. Ja, das war Radio U1 Tirol. Danke, lieber Luki, und liebe Grüße auch nach Tirol und an alle Tiroler. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer kommt aus Tirol und wer kommt aus der Steiermark. Ich bin ein Steirer. Und dann ist es aber weitergegangen. Nach diesem Interview bei U1 Tirol, da sind wir weitergefahren und haben wieder einmal den Quetschen Academy Stammtisch in Tirol besucht. Und da ist es gewaltig zur Sache gegangen. Wir haben am Freitagabend noch aufgebaut für die Samstagsveranstaltung, für die Tour. Und dann war der Quetschen-Stammtisch im Reschenhof. Und wie es bei so einem Quetschen-Stammtisch zugeht, bei dem wir übrigens den Richie Aventung zum ersten Mal kennengelernt haben, aber dazu später mehr, das zeige ich euch jetzt, wie es bei so einem Quetschen Academy Stammtisch rund geht. Du kannst nicht immer alles mitfilmen, was schon sehen die Leute, wie bodenständig wir wirklich sind. Der passt schon, hm? Ich denke auch. Schlecht ist das nicht, aber schlecht kann werden. Super. Danke sehr. Perfekt. Schaut euch gut aus. So eine schöne Brigatensuppe habe ich noch gar nicht gesehen. Wahnsinn. Mahlzeit. Jetzt zeige ich dir einen Zaubertrick. Hast du heute noch nicht genug King gemacht? Zauberfund. Schmeckt? Super, schmecken tut sehr gut. Es ist aber so heiß, dass wir uns sicher verbrennen. Du hast den Chili drin. Thomas, Ich tue ein wenig Chili ist drin. das zu wenig scharf? Das ist mir zu wenig scharf. Das mache ich daheim immer, ihr braucht euch nicht wundern. Wir sind uns erst vorbereiten, Frühstück. Wir essen nicht Geschirr, oder ich halt. Was ist Das das muss für ich ein auch Kraut, in die was du Leine in die rein Suppe. Das ist ein sogenanntes Chili. Kommt von Chili con Carne. Das ist aus dem Chili con Carne extrahiert. Da tut man das Chili con Carne brennen. Das Destillat, das tut man dann absondern. Und das Destillat brennt man dann nochmal. Das Destillat ist dann das so, Chili, und dann wie man trinkt sagt. das voneinander. Aber jetzt schau ich, wie das mit dem Öl tut. Das Schau. interessiert mich bei Herzen. Das sind die Suppenaugen, wie man sagt. Wir sind heute in Reschenhof und heute starten wir mit einem Musikanten-Stammtisch. Zuerst waren wir bei U1 Tirol und wir sind
sehr herzlich aufgenommen worden. Das ist überhaupt lässig, wie der Lukas da das Ganze gemanagt hat, wie es in seinem Radiostudio ausschaut. Das macht echt Spaß. Und heute gibt es den Musikantenstammtisch und morgen sind die da mit der Quetschen Around the World Tour. Und werden alles geben. Wein Stefana, Wein Thomasana, Domanaka. Jetzt geht's gleich los. Ich weiß, es ist 1, 2, 3 vor 8. Oh, Margit, servus. Das schreibt sich am heute nicht oder verabredet oder irgendwas, aber jetzt hat er weniger Zeit, nicht? Wie es in Tirol üblich ist, mit dem Stefan und der Thomas. Na, vielen herzlichen Dank, dass das wirklich so einen reichen Anklang findet da in Tirol, dass wir da so willkommen sind, dass wir heute eure Gäste sein dürfen und vor allem, dass wir morgen noch eure Gäste sein dürfen. Schauen wir, ob wir das noch immer dürfen, je nachdem, wie es heute ausgeht. Dankeschön, dass ihr heute alle da seid. Lass mir einfach die Musik sprechen und ich muss dich jetzt mal umarmen, dass du das so gut machst. Danke. Danke. Schön, dass ihr heute alle da wart. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem...
Ich bin dahin. Da darf man schon die Hand geben. Weißt du, WhatsApp geht ja so, gell? Mit Corona. Und die letzten 2 Wochen bleiben wir dann oben. Das ist dann irgendwie Frankfurt, Ruhrgebiet. Dann haben wir unter der Woche noch eine Veranstaltung und dann sind wir Hamburg, Berlin. Da fahren wir dann. Ja, und dann hat das schöne bunte Treiben ein jähes Ende genommen. Wir sind nach Hause gefahren am Montag und am Samstag, da wäre es weitergegangen in Nürnberg. Wir haben schon über 100 Teilnehmer nur für Nürnberg gemeldet gehabt und es wäre dann noch weitergegangen von Nürnberg weiter nach Erfurt, dann wären wir gewesen in Stuttgart, in Dortmund, in Mainz, in Hamburg, in Berlin. Aber da ist uns dann das Coronavirus inzwischen gekommen und ich werde nie den Donnerstag vergessen, bevor der Lockdown gekommen ist in Österreich. Da war es tatsächlich so, der Thomas, der Jürgen und ich, wir haben uns noch getroffen im Wirtshaus und haben eben beraten, was machen wir? Sagen wir die Veranstaltungen alle ab oder geht es weiter oder was passiert überhaupt? Und wir haben uns dann schweren Herzens dazu entschieden, alle Folgeveranstaltungen abzusagen und haben dann Donnerstagabend begonnen, über 150 Teilnehmer, die wir am Samstag und Sonntag gehabt hätten, irgendwie zu verständigen. Wir haben E-Mails geschrieben, wir haben telefoniert rund um die Uhr, wir haben versucht, wirklich jeden zu erreichen und es ist uns dann schlussendlich auch gelungen. Natürlich, es war schade, wir hätten gerne unsere Quetschen Around the World Tour fortgesetzt, aber dann die Woche drauf, da war dann alles finster, also da war dann der Lockdown, zumindest in Österreich damals schon. Und das war, ich kann nur für mich persönlich sprechen, am Anfang, so die ersten 1-2 Tage, da war das wirklich ein beklemmendes Gefühl und da habe ich auch, ganz ehrlich, da habe ich richtig Angst gehabt, weil wirklich niemand gewusst hat, was passiert jetzt hier. Und wenn ich so zurückdenke, ich habe dann mich versucht, aufs Positive zu konzentrieren, weil ich gemerkt habe, okay, so viele Schüler, so viele Leute, die der Quetschen Academy im Internet folgen, denen geht es tatsächlich noch schlechter oder die sind noch unsicherer. Und wir haben dann nicht lange gefackelt und da ist die Idee entstanden, es gibt jetzt jeden Tag einen Lockdown, Frühshoppen oder Dämmershoppen. Das heißt, auf Instagram und Facebook waren wir wirklich jeden Tag einmal live und haben da Musik in die Welt hinaus verbreitet. Ja, das war dann schon ein schönes Gefühl. Ich hoffe, ich finde das Video noch, das glaubt mir sowieso keiner. Das Jahr hat 365 Tage und der Stefan Kern war bis zu diesem Lockdown 7 Monate im Jahr, oft sogar noch mehr, unterwegs und nie daheim. Und deshalb habe ich noch in Graz in meiner Studentenwohnung gelebt. Und wie gesagt, ich hoffe, ich finde das Video auf 35 Quadratmeter. Da war dann die Küche, das Bad, das Klo, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, das Vorhaus und zu guter Letzt habe ich noch das gesamte Quetschen Academy Studio mir in diesen Raum reingezimmert. Wie gesagt, ich hoffe, ich finde das Video, dann schneide ich es euch hier an dieser Stelle jetzt rein. Dieses Video, das nehme ich jetzt auf, weil mir das sonst wahrscheinlich gar nie wer glauben würde. Irgendwann wahrscheinlich sitzen wir in geselliger Runde beisammen und die Quetschen Academy ist das geworden, was sie geworden ist. Aber heute nehme ich euch mit auf eine Reise durch mein Homeoffice auf 36 Quadratmetern und es ist der 21. März 2020 und wir haben gerade die Coronavirus-Krise, wobei Krise ist es keine, mir macht das eigentlich nichts, aber jedenfalls möchte ich euch dieses Homeoffice, Homestudio jetzt zeigen, weil das glaubt sonst gar nicht. Also was die Leute sehen, das ist Folgendes. Die Leute sehen das hier und ja, das ist die Ecke, da mit den Harmonikas, mit dem Sessel. Dieses Meditationskissen, meine Damen und Herren, das habe ich genommen, das ist wie ein Kindersitz für mich beim Lernvideos aufnehmen.
weil sonst der Sitz zu nieder ist. Dann zeige ich euch ich zeige euch zuerst meinen größten Stolz. Und zwar ist es diese Konstellation. Das ist ein Ringlicht, das von oben kommt. Das habe ich allerdings mehrmals befestigt am Boden und am Regal. Und ich habe extra das Regal da hergestellt, damit es mir nicht ständig auf den Kopf fällt. Dann ist das zweite eine separate Tonspur, die geht in den Computer rüber. Und dafür habe ich da in dieses Bücherregal mit Büchern einen Selfie-Stick hineingeklemmt und da mit Gaffer natürlich, Gaffer halt die Welt zusammen, mit Gaffer natürlich dieses Mikrofon befestigt. Das kommt jetzt also da von oben schräg. Und zum Thema Gaffer noch weitere Beiträge. Auch hier ist das Klebeband recht deutlich ersichtlich und hier und hier. Also egal was passiert, dieses Stativ, das bewegt sich nicht. Daneben, das ist übrigens mein Bett. Also wir bewegen uns da 2 Meter vom Bett weg eigentlich, nicht einmal. Und richtig, was ganz cool ist, es gibt gerade die Biografie von Arnold Schwarzenegger in Arbeit. Und dann geht's weiter. Ich zeige euch mein Reich auf 36 Quadratmetern. Das ist übrigens der Kleiderschrank, der ist jetzt auch irgendwie umgestellt worden. Da ist jetzt die Zentrale für Videoschnitt am Küchen- und Esstisch ursprünglich, der jetzt kein Küchen- und Esstisch mehr ist. Und da ist der Herd. Also ich glaube, wenn mir das wer zeigen würde, ich würde es ihm selber nicht glauben, aber tatsächlich wird da so gearbeitet. Da noch einige Bilder hängen. Da oben ist was anderes gehängt, das habe ich eigentlich sowieso überhängt. Und wie gesagt, ich hoffe, ich fackle die Wohnung nicht ab und ich hoffe, ich kann dennoch einen Dienst für die Gesellschaft leisten von diesem Homeoffice aus und verabschiede mich hiermit und werde das Video jetzt irgendwo sichern, wo es hoffentlich in einigen Jahren finden wird, damit ich euch das jetzt zeigen kann. Musik
bist du eigentlich? Ich bin die Sabrina Kulowitz Und wo kommst du her? aus dem Südburgenland. Wie bist du eigentlich zur Quetschen Academy gekommen? Ich bin schon mal kurz im Jahr 2018 zur Quetschen Academy gekommen. Dort habe ich eure Stellenausschreibung gesehen und mich gleich direkt bei euch gemeldet. Spielst du selber steirische Harmonika? Ja, ich spiele mittlerweile seit 8 Jahren die steirische Harmonika. Kannst du das jetzt beweisen? Ja. Was gefällt dir in der Quetschen Academy am besten? In der Quetschen Academy gefällt mir am besten die Kollegen und die Arbeit, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß macht. Was machst du hauptsächlich in der Quetschen Academy? Hauptsächlich Videoschnitt, Postversandtätigkeiten und alles, wofür ich gebraucht werde. Was war dein lustigstes Quetschenerlebnis? Mein lustigstes Quetschenerlebnis. Ja, ich würde sagen, bei uns in der Zentrale gibt es einige lustige Quetschenerlebnisse, die kann man gar nicht so alle aufzählen. Und wenn du eines erwähnen müsstest? Puh. Spaßvideos. Was erwartest du dir quetschentechnisch vom nächsten Jahr? Quetschentechnisch. Ich würde sagen, alles was jetzt kommt, also ich persönlich auf der steirischen Harmonika, ich habe quasi eigentlich schon fast mein Ziel erreicht mit der soliden Alm, aber werden wir schauen, was da noch alles kommt. Welches Stück würdest du noch gerne können? Ein Stück vom Stefan. Wenn du das Wort Quetschen hörst, woran denkst du als erstes? An Spaß, Freude, also mit die Quetschen ist quasi ein Instrument, wo man gleich alles inbegriffen hat. Zum Beispiel zu einer Gitarre müsste man noch dazu singen, mit der Quetschen kann man alleine schon viele Leute unterhalten. Lieblingsfarbe? Grün. Lieblingsessen? Putenstreifensalat. Gegrillt oder gebacken? Gebacken. Normale Panier oder Kürbiskernpanier? Normale. Mit Kernöl? Ja. Hast du einen Spitznamen? Nein. Wenn du gerade nicht in der Academy bist oder Quetschen spielst, welche Hobbys hast du abseits noch? Ich betreibe sehr, sehr gerne Sport in meiner Freizeit und bin sehr gerne in der Natur unterwegs. Das mag ich gar nicht. Unpünktlichkeit. Wenn du ein Smiley, also ein Emoji wärst, welches wärst du dann? Ein Lachsmiley. Meer oder Berge? Berge. Sommer oder Winter? Winter. Salz oder Pfeffer? Salz. Bier oder Wein? Gar nichts. Kaffee oder Tee? Tee. Süß oder pikant? Süß. Katze oder Hund? Beides. Fleisch oder vegetarisch? Fleisch. Quetschen oder Quetschen? Quetschen. Record. Ja, liebe Quetschenfreunde, jetzt stehen wir im Kernstück. Das war schlecht. Jetzt war das Schlechte sogar schlecht, das schneiden wir weg. Natürlich stellen wir es nicht weg. So, liebe Quetschenfreunde, jetzt stehen wir da im Herzstück unserer Quetschenzentrale und das ist das Videostudio. Und in diesem Videostudio, klein aber fein, da steht nicht nur ein großer Fernseher, sondern da wird manchmal auch Großartiges vollbracht. Zum Beispiel beim Lernvideo für Solide Alm hat der Thomas hier 6 oder 7 Stunden am Stück aufgenommen. Da erinnern, da produzieren wir an und für sich alle Lernvideos. Manche von euch, die waren auch schon hier, die Seminarteilnehmer. Ihr könnt euch sicher erinnern, wie dieses Gefühl so ist, wenn die Kamera plötzlich vor dir steht und du sitzt dann da und denkst dir, und es geht überhaupt nichts mehr. Dieses Gefühl, das verliert man, wenn man hier einige hunderte
wahrscheinlich schon weit über 1000 Stunden herinnen verbracht hat. Und wenn wir da herinnen ein Lernvideo aufnehmen würden, dann wird es so ausschauen. Ich will wieder irgendeine Harmonika nehmen. Übrigens, wir haben da ziemlich coole Quetschenriemen. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob wir diese in unseren Shop aufnehmen sollen. Vielleicht gibt es ja dann eine Quetschenriemen. Und wenn ich dann ein Lernvideo aufnehmen würde, da steht noch eine Harmonika, wiederum mit Quetschenriemen, dann würde das Ganze wie folgt ausschauen. Ich würde vorhin die Kamera aktivieren, würde mich hier hinsetzen und dann geht's. Herzlich willkommen in der Quetschen Academy. In diesem Lernvideo, da lernst du nichts, denn wir nehmen ja gar kein Lernvideo auf, sondern die Silvestersendung der Quetschen Academy. Und wie das mit den Lernvideos bei uns genau funktioniert und wie man damit lernen kann und dieses ganze Material, das es hier gibt, nutzen kann. So, liebe Quetschenfreunde, das ist jetzt ein Insider. Ja, unser Freund der Spiegel, der ist natürlich auch im Studio und wir sind jetzt vor dem Studio. Zu ihrer Sicherheit wird dieser Bereich Video überwacht, das ist tatsächlich so. Und im April, Anfang April, da haben wir etwas ganz Besonderes zu feiern gehabt. Wie und was genau das gewesen ist, das wird euch jetzt der Thomas sagen. Und der Thomas, der wird euch noch einige andere Einblicke geben. Hey, geht schon los, du bist auf Sendung. Also, geht schon los. Liebe Quetschenfreunde, schön, dass wir heute diesen Jahreswechsel miteinander feiern dürfen und ich würde sagen, so wie es sich gehört, stoßen wir jetzt schon mal an auf das kommende Jahr. Und ich habe mir dazu einen Tee, habe ich mir gekocht, schon vorhin. Tipp für zu Hause. Und ich würde sagen, wir stoßen jetzt alle gemeinsam an, hinter den Bildschirmen, hinter den Fernsehgeräten. Ich würde sagen, Regie, bitte spülen wir mal ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Trinkspruch darf nicht fehlen. Die Musik spielt mit Leichtigkeit, wenn es ihr nicht fehlt an Feuchtigkeit. So, und jetzt habe ich die Glückskatze bei mir und ich würde sagen, wir würfeln jetzt einmal, oder? Wir würfeln einmal, schau. Was ist es geworden, Glückskatze? Es ist die Nummer 6 geworden. Schauen wir, was ist in der Teekanne Nummer 6 drinnen. Das könnt ihr übrigens zu Hause alles wunderbar nachmachen. Maria durch ein Dornwald ging. Sing Maria durch den Dornwald ging den Anfang. Maria durch ein Dornwald ging, Sohn. Ja, wunderbare Idee war das, Mucki, oder? So, ich würfle jetzt noch einmal. Teekannen singen. Und jetzt ist die 4 ist es geworden und wir bitten wieder unsere Regie, dass sie uns da ein Stück einspielt. Und was haben wir da für ein Stück? Ein Prosit der Gemütlichkeit. Gell? Ihr könnt daheim wieder schön anstoßen. Und ich hätte gesagt, Regie, Musik ab. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost, sehr zum Wohl. So, aber ich würde sagen, jetzt machen wir das Ganze etwas spannender. Und was natürlich zu Silvester ganz besonders dazu gehört, das ist das Raketenschießen. Da sage ich bitte nicht nachmachen, don't try this at home. Ich habe schon ein
Feuerwerk vorbereitet. Der Stefan hat gesagt, nicht gleich das ganze Munitionslager ausräumen bei dir, Thomas, aber ich habe mir das nicht nehmen lassen und habe eine Rakete vorbereitet. Und wir werden jetzt die Abschussrampe bestimmen. Das wird eine von diesen D-Kannen sein und der Würfel entscheidet, welche D-Kanne die Abschussrampe wird. 3. 3 ist die Abschussrampe für unsere Rakete. So, und die gehen wir jetzt schießen. So, ihr habt's gewählt. Bitte nicht nachmachen, weißt du, wie gefährlich. Kinder nicht nachmachen, gell? Die traue ich fast nicht. So, und jetzt machen wir unser traditionelles D-Kannen. Schau, Mucki, da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Jetzt machen wir unser traditionelles D-Kannen-Weitschießen und wir machen daraus ein Spiel. Ihr zu Hause, ich weiß ja nicht, wie viele das ihr jetzt da seid. Tippt bitte, mit welcher D-Kanne ich am weitesten das Wasser schießen kann. Und dann macht ihr euch auch bitte selbstständig aus, was der Gewinner erhält, beziehungsweise ob der Verlierer einen Schluck trinken soll. Also wir machen jetzt das D-Kannen-Weitschießen mit Wasser natürlich. So, jetzt kommt das traditionelle D-Kannen-Weitschießen und zwar, wie weit schießt die Wasserfontäne? Das Schweinchen wird es dann anzeigen und ich bitte dich jetzt, such dir da eine D-Kanne aus. Tippe da am besten auf die Gewinner-D-Kanne und ich habe da 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das schaut dann so aus. Diese D-Kannen sind alle voll mit Wasser und ich werde es dann so reinblasen und dann spritzt das Wasser da vorne raus und die weiteste D-Kanne, die gewinnt. Und ich würde sagen, es geht jetzt los. Also, ich beginne mit Nummer 1 und ich bloß einfach volle Kanne rein und dann schauen wir, welche das am weitesten kommt. Also, Kanne 1 beginnt. Das sind alle auf einer waagrechten Linie. Und nur zum Verständnis, ich schieße da drüben jetzt um mich. Gell? Da steht die andere Kamera. So. Also Nummer 1. So, und die Nummer 1, der ist bis hierher gekommen. Also Nummer 1 ist klar in Führung natürlich am Anfang. Nummer 1 ist klar in Führung, jetzt kommt die Nummer 2. Und los geht's. Die ist wirklich, ihr seht es, gleich weit kommen wie die Nummer 1. Also Nummer 1 würde ich sagen ist in Führung. So, Nummer 3. Kann man wunderbar daheim nachmachen. Nummer 3. Die Nummer 3 ist nur bis da gekommen, also Nummer 3 gewinnt sicher nicht. So, jetzt kommt die Nummer 4. Das schaut gut aus. Nummer 4, da. Und los. Jawohl! Die Nummer 4. Schau, der ist bis da gekommen, das Schweindel ruckt auf. Nummer 4, klar in Führung. So schaut es aus, die Nummer 4, ja, Nummer 4 ist in Führung. So, es geht weiter. Jetzt kommt Nummer 5 und Nummer 6 dran. Also Nummer 5, ich würde sagen, mein Favorit ist die Nummer 5, okay? Bist du narrisch. Schau, die Nummer 5 ist bis da vorne gekommen. Die hat einen guten Winkel.
So, und jetzt die Nummer 6. Der ist halt auch ein heißes Eisen. Das schauen wir uns jetzt an, die Nummer 6. Das war ja komplett Rohrgebierer. Die kriegt noch einen zweiten Versuch. Ja, Nummer 6. Die Nummer 6, ups, Kamera betroffen, die ist nur bis da gekommen. Also, in dem Fall hat die Nummer 5 würdigerweise da gewonnen und wir gratulieren recht herzlich allen, die auf die Nummer 5 getippt haben. Das könnt ihr wirklich wunderbar zu Hause nachmachen. Schickt mir da gern ein Video davon, dann werde ich euch auch was schicken. Viel Spaß damit. Unser Glücksschweinchen ist jetzt da und wir machen jetzt mit unseren D-Kannen das D-Kannen-Zielschießen. Ihr tippt bitte einfach auf die Nummer der D-Kanne, die dieses Schweinchen treffen wird. Und ich würde sagen, dazu gehen wir auch jetzt wieder ins Freie. Gömuki. Jetzt geht sie. So, jetzt kommt das traditionelle D-Kannen-Zielschießen. Und zwar, welche D-Kanne da wirklich am besten dieses Schweindel da erreichen kann. Da ist der Schiedsrichter 1 und das ist der Schiedsrichter 2, die Mom. Grüß euch. Hallo. So, ihr entscheidet euch jetzt bitte für eine Gewinner-D-Kanne. Und das schaut so aus, ich werde jetzt einfach da hinter den Tisch zurückgehen und versuchen, das Schweindel mit dem Wasser da drinnen zu treffen. Also ich wünsche euch viel Glück und ich hoffe, dass du da die richtige Teekanne ausgewählt hast. Ich starte mit der Nummer 1. Also Nummer 1, gell? Ich schaue, dass ich das Schweindel treffe. Wie weit war man noch neben? Schau, das war die Nummer 1. So nahe war die Nummer 1 neben. Nummer 1 schon nicht schlecht, jetzt kommt die Nummer 2. Die Nummer 2 war gut. Die Nummer 2, für alle, die auf die Nummer 2 getippt haben, hervorragend. Das war 3 cm neben, hätte ich gesagt. Aber das Schweindel wurde noch nicht getroffen. Jetzt kommt die Nummer 3. Das ist nicht so leicht. Da probieren wir nochmal. Okay, die Nummer 3 wird es nicht gewinnen. Das war weit weg, da brauchen wir gar nicht messen. Nummer 4. Ziemlich ähnlich, oder? Die war ziemlich ähnlich, hätte ich gesagt, gell? Ja. Was war denn bis jetzt am meisten vorn? War das die Nummer 2? Ich glaube, das war die Nummer 2. Wir haben ja eine Aufzeichnung. Ja, so. Jetzt kommt die Nummer 5, die war schon vorher mein Favorit. Die Nummer 5 hat das Schweindel getroffen. Die hat das Schweindel getroffen, jawohl. Und jetzt eine aber noch, die Nummer 6, vielleicht schaffen wir einen Ausgleich. Zielen. Na, die Nummer 6 wird es auch nicht gewinnen. Also ich gratuliere jetzt auch wieder der Nummer 5. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt wieder rein in die warme Stube. Beim Jahreswechsel von 2012 auf 2013 habe ich mit der Gruppe Die Teifelsteiner im Silvesterstadl gespielt. Das ist eine Sendung, die war sehr beliebt auf ORF 2. Und da hat mein Vater hinter den Kulissen einmal gesagt, er war ja da immer mit dabei, hat er gesagt, wenn die Polonaise dann vorbei ist, dann interessiert es keine mehr. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gemeinsam eine Polonaise. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Personen zu Hause seid, dann hängt euch einfach an beim Schultern des Vordermannes und sonst macht einfach allein eine Polonaise zu Hause. Regie, bitte das Stück Polonaise Blankenese.
Wir zügen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Polonaise vom Ankenese. Ihr könnt's auch mitklatschen. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und er will fast der Heidi von hinten an die Schultern. Jawohl, klatscht alle mit. So aus. Alle bitte wieder hinsetzen. So, jetzt haben wir genug Bewegung gemacht. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einmal alle etwas zu trinken für das nächste Musikspiel. Schaut, dass das Glas jetzt voll ist. Denn jetzt kommt das Spiel und wer im Jänner geboren ist. Ihr kennt das sicher und wer im Jänner geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Und dann geht es ums Austrinken. Gell? Wir haben für jedes Monat haben wir eine Strophe und ich stehe zum Beispiel dann im August auf. Also Musik ab! Und wer im Jänner geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im Februar geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im März geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im April geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im Mai geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im Juni geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im Juli geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im August geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Jawohl. Und wer im September geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im Oktober geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im November geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus,
sauf aus, sauf aus, sauf aus. Und wer im Dezember geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. So, und jetzt eine Bonusstrophe für alle, die nicht mitgemacht haben. Und wer noch nicht geboren ist, steht auf, steht auf, steht auf. Der nimmt sein Gläschen in die Hand und sauft es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Prost. So macht der Jahreswechsel Spaß. Schön, dass wir das heute gemeinsam feiern. Und jetzt zeige ich dir noch ein kurzes Video. Dieses Video ist vom April 2020, da hat mein Vater den 60. Geburtstag gefeiert und er hat von der Quetschen Academy eine Harmonika geschenkt bekommen und wir waren ja auf der Quetschen Around the World Tour und da haben alle für ihn das Geburtstagsständchen gesungen und dann habe ich ihm dann im April die Harmonika übergeben. Also jetzt, wir sehen uns gleich wieder, bis bald und Film ab! So, lieber Papa, ich danke dir und jetzt ist die Revanche für dein Motorrad. Jetzt kriegst du von mir eine Harmonika. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Franzi, Happy Birthday to you. Ja, vielen Dank für die Geburtstagswünsche. Ich habe mich sehr gefreut. Und ein kleines Stück spielen wir jetzt noch. Danke nochmal.
Mein Name ist René Kogler. Wo kommst du her? Ich komme aus der Nähe von Graz, und zwar aus Deutsch-Feistritz, etwas nördlich, aber bin gebürtiger Grazer. Wie bist du zur Quetschen Academy gekommen? Ja, das ist eigentlich eine wahrscheinlich längere Geschichte, weil ich kenne Stefan Kern und Thomas Holzer schon etwas länger, aber ja, wir haben schon einmal darüber geredet, aber es waren dann einfach die zeitlichen Ressourcen zu knapp und jetzt hat es endlich geklappt. Das heißt, seit wann bist du bei der Quetschen Academy jetzt fix dabei? Naja, das ist auch so eine Frage. Ich denke mal seit Sommer 2020. Die Frage erübrigt sich vermutlich, weil du ja Harmonika-Weltmeister bist, aber spielst du steirische Harmonika? Wenn man das als solches bezeichnen kann, dann ja. Könntest du uns das jetzt beweisen, indem du uns jetzt kurz was vorspielst? Nein. Okay. Was gefällt dir in der Quetschen Academy am besten? Was gefällt mir am besten? Ja, also diese, würde ich sagen, allgemeine Unbekümmertheit, die lockere Arbeitsatmosphäre und auch die flexible Arbeitsweise. Was war dein lustigstes Quetschenerlebnis bisher? Das ist schwierig zu sagen. Also in Bezug auf der Quetschen Academy würde ich sagen, das Bulk Camp, das ich einmal miterleben durfte. Und auch ja, eigentlich jede Veranstaltung, die wir so haben oder treffen, ist immer wieder ganz lustig und lehrt mich, die Arbeitsweise mit der Quetschen auf eine andere Weise zu betrachten, auf eine lustige, eine ganz spaßige Atmosphäre, das mir immer mehr eigentlich zum Gefallen angefangen hat. Was machst du jetzt eigentlich konkret? Ja, also ich bin hauptsächlich Musiklehrer und so ist es auch hier, dass ich hier die Lernvideos produziere, zumindest einen Teil davon auch, und werde mich wahrscheinlich in Zukunft auch auf das Pädagogische beziehen und dort Kurse machen, beziehungsweise die Lernvideos danach ausrichten. Das ist sozusagen die Aufgabe. Was erwartest du dir quetschentechnisch vom nächsten Jahr? Ich erwarte mir, im besten Fall, dass alles, das wir uns vornehmen, auch stattfinden kann bezüglich der Umstände und dass das Ganze einen weiteren Lauf nimmt, so wie es sein soll, dass alles stattfinden kann, dass wir neue Sachen ausprobieren kann und dass das nicht möglicherweise durch Corona noch weiter gestört wird, sagen wir mal so. Wenn du das Wort Quetschen hörst, woran denkst du als erstes? Arbeitsgerät. Lieblingsfarbe? Farbe relativ schwarz. Lieblingsessen? Da würde ich jetzt, ja, Truthahn, gefüllter Truthahn, ja. Hast du einen Spitznamen? Keinen, der mir bekannt ist. Ne? Abseits von der Quetschen Academy, abseits vom Harmonikaspielen, hast du auch noch andere Hobbys? Ja, also ich versuche das natürlich nicht nur als Hobby zu sehen, es ist schon eine ernstzunehmende Arbeit auch, aber Hobbys in dem Sinn sind für mich immer nur im Sommer möglich, meistens, da ich im Winter zu beschäftigt bin. Und das bezieht sich dann meistens auf Radfahren oder Kartfahren, den Kartsport vor allem. Das mag ich gar nicht. Miese Stimmung am Arbeitsplatz, also das mag ich überhaupt nicht. Ne?
Wenn du ein Smiley, ein Emoji wärst, welcher wärst du dann? Meer oder Berge? Berge. Sommer oder Winter? Herbst. Salz oder Pfeffer? Pfeffer. Bier oder Kaffee? Oh, das ist fies. Beides. Wein oder Tee? Beides nur, wenn ich krank bin. Süß oder pikant? Bekannt. Quetschen oder quetschen? Ziehharmonika. Nein, quetschen. So. Ihr seid schon da? Ich glaube, ja, egal. Naja, wenn wir schon mal da sind, dann würde ich sagen, dann bleiben wir gleich da. Ja, ihr habt es jetzt gesehen. Ich glaube, in der Zwischenzeit, der Thomas, der spricht etwas länger, aber ist sich dann doch nicht ausgegangen. Und ja, wir haben dann den Mai bereits angebrochen. Und im Mai, da ist doch einiges passiert in der Quetschen Academy. Es ist wieder etwas Ruhe eingekehrt nach dieser ganzen Lockdown-Geschichte. Und was auch im Mai gewesen ist, das war das erste Quetschen Academy Online-Seminar. Und zwar war das der Quetschen Online-Kongress, der am 1. 2. Mai, irgendwo da herum, hat der Quetschen Online-Kongress stattgefunden. Und wie das genau gelaufen ist, wir waren da selber Neulinge, Frischlinge, wir haben noch nie so etwas gemacht, aber wir haben gesagt, okay, wenn wir schon keine Tour machen können, dann wollen wir zumindest irgendetwas machen für alle, die es interessiert, und haben dann einen ganzen Tag hier aus der Quetschenzentrale, natürlich nicht vom stillen Örtchen, sondern von einem anderen Raum, wo wir dann später noch hinkommen werden, da haben wir gestreamt und einen Ausschnitt von diesem Quetschen Online-Kongress, den zeigen wir euch jetzt. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Jetzt schüttle mal deine Hand aus und schreib gerne jetzt einmal in den Chat rein, wie es bei dir funktioniert hat, diese Übung. Hand ausschütteln. Ob dein Gehirn schwitzt, ob es dir dabei gut geht. Wenn du noch kein Instrument hast, mach die Übung bitte unbedingt wie vorhin auf dem Rücken, auf dem Rücken vom Unterarm. So, Hand ausgeschüttelt, Mitteilung abgeschickt, und jetzt schauen wir uns das Ganze mit der linken Hand an. Ja, das war jetzt der Quetschen Online-Kongress, und wenn wir da schon so heimelig am stillen Örtchen sitzen, dann können wir jetzt gleich was ganz Besonderes präsentieren. Und zwar haben wir eine Wertung erstellt, und alle von Facebook und Instagram, die wissen das, wir haben eine Top 10 Wertung erstellt von den besten Stories, die wir in diesem Jahr gepostet und produziert haben. Und diese Stories, die präsentieren wir euch jetzt. Und wir legen direkt los mit der Nummer 10. Wird sie da schminken? Immer. Warte, das will. So. Da geht's zu. Wo sind die ganzen Harmonikas her? Es geht weiter mit der Nummer 9. Nummer 7. Bitte, am stillen Örtchen, da bin ich nicht so ein Fan von Nähe, das passt so. Dann nehmen wir jetzt die Nummer 6.
Es geht weiter mit der Nummer 5. Hallo. Diese Brücke. Trommelwirbel. Es geht weiter mit der Nummer 4. Und jetzt die Podestplätze. Die 3 besten Storys aus dem Jahr 2020. Auf Platz Nummer 3. Schwarzer Honig. Ich verstehe jetzt schon die Leute, die was das einfach so ausessen und nichts dazu essen. Das ist nämlich wirklich gut. Läufelst du das gerade pur aus? Ein weiterer Trommelwirbel für die Nummer 2. Stefan, ich laufe schon den ganzen Tag durch Fulda mit der Werbung für die Quetschen Academy. Kannst du mir noch sagen, wo ich die Rechnung hinschicken soll für die Werbung? Es geht weiter mit der Nummer 1. Achtung, möglicherweise wird der Bildungsauftrag in diesem Video nicht erfüllt. Ei, 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 eins auf, wie für 3. Bringt's mir gleich ein Bier, ich bitte auf die Knie. Ei, 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 eins auf, wie für 3. Lasst's mich nicht im Stich, mir bleibt der Durst fürchterlich. Im Wirtshaus zum goldenen Lamm sitzt der Horvath und sauft wie ein Schwamm. Einen Durst hat er wie ein leeres Fass. Er bestellt sich grad die 16. Maß. Auf einmal fängt er an zu trenzen. Seine Augen werden immer kleiner und glänzen. Doch bevor er über den Tisch eine schlaft, da brüllt er noch mit letzter Kraft. 2, 3, 4! Ei, 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 eins auf, wie für 3. Bringt's mir gleich ein Bier, ich bitte auf die Knie. Ei, 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 eins auf, wie für 3. Lasst's mich nicht im Stich, mir bleibt der Durst fürchterlich. Unter einer Straßenlampen liegt der Horvath besoffen auf der Wampe. Sein Quantum war halt 4,5 Promille. Das war dem armen Hund ein bisschen zu viel. Seine Alte, die hat ihm dann entdeckt. Mit einem Fußtritt und einem Watschen hat's ihm geweckt. Da kaum ist er aus dem Schnapsrausch erwacht. Da schreit er durch die finstere Nacht. 2, 3, 4! Ei, 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 eins auf, wie für 3. Bringt's mir gleich ein Bier, ich bitte auf die Knie. Ei, 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 eins auf, wie für 3. Lasst's mich nicht im Stich, mir bleibt der Durst fürchterlich. Ein hoffnungsloser Fall war der Clemens. Sein Leiden heißt Delirium Tremens. 5 Entwöhnungskuren hat er schon hinter sich. Zur Finanzierung ging sein Weib auf den Strich. Doch alle Mühen waren vergebens. Das Saufen bleibt der Inhalt seines Lebens. Doch kaum war der Clemens wieder frei, da hört man schon sein Geschrei. 2, 3, 4! Ei, 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 eins auf, wie für 3. Bringt's mir gleich ein Bier, ich bitte auf die Knie. Ei, 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 eins auf, wie für 3. Lass mich nicht im Stich, mir bleibt der Durst fürchterlich.
Ja, liebe Quetschenfreunde, jetzt sind wir wieder da. Unter normalen Umständen, jetzt nicht mehr am stillen Örtchen, aber laut ist es hier trotzdem nicht. Hier in diesem Raum, da nehme ich meine Videos auf, beziehungsweise da vegetiere ich dahin, hätte ich fast gesagt. Nein, da steht meine Harmonika, und zwar die Originalharmonika, die älteste, die ich damals dem Jürgen übrigens weggenommen habe, damit ich meine Viereige bekomme. Und mit dieser Harmonika, da habe ich auch den steirischen Harmonika-Wettbewerb 2011 gespielt. Und ich glaube, dieses Video, das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Eine großartige Darbietung. Bitte die Jury gleich die Wertung herzurichten. Ich bin sehr gespannt, wie Sie die Darbietung des bisherigen ganz knapp Führenden Stefan Kern bewerten. Das ist die höchste Punkteanzahl, die nur möglich ist. 40 und 36, das sind 76 Punkte für Stefan Kern. Und weil manche das jetzt sicher sich denken werden, das schaut ja aus wie auf einer Baustelle. Ja, es schaut ein bisschen aus wie auf einer Baustelle bei mir. Also wenn es irgendwen gibt, der riesengroße, schwere Glasplatten an die Wand montieren kann oder der auf eine Leiter steigen kann, ohne dass er runterfällt, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, schreibt gerne eine E-Mail und dann könnt ihr gerne kommen und diese Baustelle da beseitigen. Aber jetzt sind wir mittlerweile ja schon im Juni angelangt. Und der Juni, das war insofern ein besonderer Monat, denn da haben wir, ich würde mal sagen, 3 Leute ins engere Team der Quetschen eingeschleust. Und der erste davon, das ist der René. Der Harmonika-Weltmeister René Kogler, den viele von euch jetzt mittlerweile sicher schon kennen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein ins erste YouTube-Video, das der René damals aufgenommen hat. Grüß euch alle miteinander. Bist du?
bla 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 bla, schalala, schalala. Genau, passt. Der zweite, das war unser Tiroler Freund. Und zwar der Richie Aventung, den wir bei der Quetschen Around the World Tour kennengelernt haben und der mittlerweile schon fest in die Quetschen Academy hereingewachsen ist. Der war Mitte Juni zum ersten Mal in Graz und da haben wir so einiges erlebt. Er hat damals sein erstes Lernvideo aufgenommen. Das war ein Fiasko. Das war ein Totalschaden. Das war die größte Katastrophe des gesamten vergangenen Jahrzehnts. Mittlerweile ist der Richie wirklich ein super Lernvideoproduzent, wenn man das einmal so formulieren will. Der Richie war erst Ende November oder Anfang November, irgendwann war er mal da und hat weitere Lernvideos produziert. Mittlerweile ist er da echt fit und jetzt schauen wir uns mal ein Video an. Zweimal frühstücken, aber irgendwas, was ist heute für Datum? War heute, glaube ich, gewesen. Aber ich weiß nicht mehr, was da gewesen sein kann. Egal, jetzt zweimal frühstücken. Jetzt leitet. Was ist denn das etwa? Ja, hallo? Auwe. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Heute ist die Silvestersendung von der Quetschen Academy. Ich bin noch im Pyjama. Geb's mir 1 Minute, dann richte ich mich her und dann sehen wir uns gleich wieder. Frisch und kultiviert. Ja, liebe Quetschenfreunde, jetzt bin ich frisch geduscht und kultiviert und jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch mal mitnehme und euch einmal sage, wo ich überhaupt so zu Hause bin und ob das wirklich stimmt mit dem Pferdehof, ob ich einen zu Hause habe. Also, kommt mit und dann sage ich euch mal mein Zuhause. So, jetzt habe ich mir eine warme Jacke angezogen, es ist recht kalt bei uns und dann zeige ich jetzt euch einmal, wo ich zu Hause bin. Kommt mit! Ja, jetzt sind wir in unserem Pferdestall, wie man im Hintergrund sehen kann. Da sind unsere Boxen. Und im oberen Stock haben wir dann auch noch ein paar Pferde, aber die meisten haben wir hier unten. Doch der Gaul, der ist faul, hat kein Sand mehr in sein Maul. Wackelt hin, wackelt her, aber sonst rührt sich nix mehr. Ja, der Gaul, der ist faul. So, dann darf ich sagen, schauen wir mal, wo die Pferde überhaupt sind bei uns. So, und hier im Hintergrund sieht man unsere Pferde. Die befinden sich jetzt in der Winterkoppel und dann im Sommer geht es hinunter, das kann man jetzt nicht ganz gut erkennen, in das große, weite, grüne Feld. Aber wie man sieht, sie haben es ganz fein und sind fleißig beim Fressen. Und da haben wir unsere 2 kleinsten Pferde, die Missy und den Moritz. Da ist sie. Ja. Los. So, jetzt habe ich euch wirklich den Pferdehof gezeigt. Aber es ist wirklich recht kühl, also kommt mit, gehen wir rein. In das gute, warme Reich. Und dort wohne ich. Ja, jetzt habe ich eigentlich einmal unseren Pferdestall gezeigt und das Ganze kann ich natürlich nicht alleine bewirten, ganz im Gegenteil. Eigentlich, ich bin am seltensten zu Hause, weil ich ja normal mit der Musik viel unterwegs bin und selten zu Hause bin. Darum machen das eigentlich vorwiegend meine Eltern, der Papa und die Mama, Papa Otti und Mama Tini und natürlich nicht zu vergessen meine Schwester, die Magdalena.
und ich helfe natürlich so gut wie es geht auch am elterlichen Betrieb mit. Aber Stichwort Musik, und es ist so Lado auf dem Tisch. Ich glaube, liebe Quetschenfreunde, ich richte jetzt ein bisschen was her, werde ein Speckel ausschneiden, wenn wir eine Jause richten, und nachher richte ich, glaube ich, auch einmal ein Instrument her, dass wir zwischendrin ein bisschen Musik erklingen lassen. Und dann verrate ich euch, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Die Quetschen Academy und ganz besonders der Stefan und ich. Aber davor, glaube ich, richte ich jetzt einmal ein bisschen was her und dann lassen wir mal ein Stückchen klingen und dann werde ich eigentlich viele weitere Sachen verraten. Also bleibst dran und bis später. Ja, Freunde, jetzt habe ich eine gute Jausen für mich hergerichtet. Und ich habe mir jetzt überlegt, während ich mir den Speck schmecken lasse, gibt es für euch jetzt die erste musikalische Einlage von meiner Seite. Die Polka-Melodie habe ich Anfang des ersten Lockdowns eingelernt, die habe ich davor noch gar nicht gespielt. Und habe ich dann den Stefan gesendet und der hat diese auf Facebook und Instagram gestellt. Und tatsächlich ist es eine der erfolgreichsten Polkas und erfolgreichsten Videos von mir geworden auf der Seite der Quetschen Academy. Ich würde sagen, wie gesagt, ich lasse mir jetzt den Speck schmecken. Dazu ein gutes bayerisches Bier, darf nicht fehlen. Und ich wünsche viel Spaß mit einer flotten Polka-Melodie von mir gespielt, der legendären Zillertaler Schürzenjäger, die Postillon Polka. Viel Spaß und bis später. Ich freue mich. Eine flotte Polka-Melodie, die Postillon-Polka. Hoffentlich, liebe Quetschenfreunde, hat euch diese gefallen in meiner Version. Ja, und viele haben schon oft bei mir nachgefragt, Ritschi, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und es war wirklich tatsächlich, wir kennen uns persönlich erst seit März 2020. Kurz bevor es den ersten Lockdown gegeben hat, war die Quetschen Around the World Tour zu Gast in Tirol. Und der Stefan hat da mich eingeladen, ob ich für diese Veranstaltung mir das gerne anschauen würde, und er würde mich da gerne persönlich einladen. Dieser Einladung bin ich dann gerne nach Mils gefolgt, und so haben wir uns das erste Mal eigentlich dann wirklich persönlich kennengelernt. Vorab über WhatsApp und Facebook haben wir schon ein bisschen Kontakt gehabt, und eigentlich haben wir diesen Kontakt einem Herrn zu verdanken. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, der Stefan und ich. Das steht da ganz groß oben, Schmidt. Und der Schmidt Franz ist ja unter anderem auch mein Chef, weil viele von euch wissen, habe ja ich die Harmonika Schmidt-Vertretung für Tirol und teilweise Osttirol und Südtirol. Und der Franz hat dann mit dem Stefan einmal, wie die Steirer sagen, gekäppelt, also geplaudert und gesprochen, und hat gesagt, ja, kennst du den Ritschi eigentlich noch gar nicht? Und der Stefan sagt, nein, persönlich nicht. Ja, ist ein klasse Typ und macht für mich die Vertretung eben für den Westen heraus. Und wäre mal cool, wenn ihr es eigentlich auch kennenlernt. Und so haben unsere Wege sich dann das erste Mal in Mils bei Hall im Anfang März gekreuzt. Und seitdem, glaube ich, habt ihr auch mitbekommen, ist brutal viel
passiert. Also nach dieser Around the World Tour waren wir fast täglich in Kontakt und haben unsere Interessen gegenseitig noch mehr gestärkt und glaube ich hat auch jeder gemerkt, okay, da können wir coole Sachen machen. Und mittlerweile darf ich mir das offiziell auch nennen, glaube ich, bin ich ein Teil der Quetschen Academy Family. Ihr seht mich auch immer wieder in sämtlichen Beiträgen oder im wichtigsten Punkt, glaube ich, auch mittlerweile bei einigen Lernvideos. Und durch diese spontane Treffen ist nicht nur eine, ich möchte es nicht so bezeichnen, eine berufliche Freundschaft entstanden, sondern auch eine private Freundschaft. Und das hat man auch gut gesehen. Im Sommer war der Stefan dann einmal bei mir raus und wir haben eine Bergtour gemacht, wo der Wahnsinnige in diesen kalten Hundstaler See gesprungen ist. Sage ich immer wieder, Stefan, für diese Aktion meinen absolut höchsten Respekt. Oder wo wir dann musiziert haben, bei uns auf der Terrasse, wo unser musikalischer Hund, der Kuno, sein Bestes gegeben hat. Vielleicht könnt ihr euch an das Video erinnern, wo er dann mit uns beim Tiroler Holzhackermarsch teuflisch mitgesungen haben. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine coole Einlage für alle, die das Video noch nicht kennen. Gibt es jetzt einen kleinen Auszug vom legendären Tiroler Holzhackermarsch mit Stefan Kern und mit mir und als Hauptattraktion unser musikalischer Hund Kuno. Also dranbleiben und dann sehen wir uns später wieder. Und jetzt gibt es einen musikalischen Beitrag mit unserem Kuno. Immer wieder lustig, unser musikalischer Kuno. Und liebe Quetschenfreunde, keine Sorge, das ist nicht, weil es dem Kuno in den Ohren weh tut, sondern weil der Kuno leidenschaftlich gerne dazu singt. Ich habe das schon alles genau beobachtet gehabt und er hat eine richtige Freude, wenn ich mit der Harmonika spiele. Ja, es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt und schon ist dieses Jahr 2020 schon wieder oder dem Ende entgegen, oder eigentlich ist es ja eh schon vorbei und das 21er Jahr steht in den Startlöchern. Und jetzt muss ich mal sagen, ich hoffe schon, dass wir uns dann im neuen Jahr 2021 bei der ein oder anderen Veranstaltung wiedersehen. Viele von euch wissen ja, ich bin musikalisch mit Johe aus Tirol sehr viel unterwegs gewesen vor Corona und das würde mir jetzt umso mehr freuen, wenn das Ganze wieder ein bisschen losgehen würde, wenn wir wieder ein paar Veranstaltungen spielen könnten und ich euch dann wieder mal live treffen würde. Oder dann noch besser bei der ein oder anderen Quetschen Academy Veranstaltung, was es für die Zukunft gibt. Es ist natürlich momentan auch für uns schwierig, etwas Fixes zu planen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das ist auch das Motto an euch. Auch wenn wir momentan nicht viel Möglichkeiten haben, auswärts musizieren zu können, sei es bei Stammtischen oder anderen Veranstaltungen. Fleißig weiter üben und dann, glaube ich, nach Regen folgt Sonne, würde ich sagen. Und dann lassen wir es wieder krachen
wenn wir wieder musizieren dürfen bei den einen oder anderen Stammtisch. Und ich würde mich freuen auf ein persönliches Treffen. Und ich glaube, stellvertretend an dieser Stelle heißt jetzt einmal ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021 euch zu wünschen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, bleib's gesund und bleib's diesem Instrument treu. Weil da können wir viel bewirken und man sieht, Musik verbreitet Freude und die steirische umso mehr. Also, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr 2021 und ich hoffe, wir sehen uns dann natürlich, so wie es gehört, wieder. Und bis dahin sende ich euch liebe Grüße von mir zu Hause, von Tirol, von Inzing und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich würde sagen, jetzt abschließend heben wir die Gläser und dann würde ich sagen, lassen wir noch ein Stückchen erklingen und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's es gut und bis bald, euer Richie Abendung. Prost! Na, guter Speck. Aber jetzt gibt's Musik. Den böhmischen Traum. Vielen Dank und bis bald. Freunde, ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr 2029. Bleib's gesund und bleibt der Quetschen treu. Vielen Dank für die Unterstützung das ganze Jahr, das ich von euch in den Social Media Plattformen bekomme.
Rutsch ins neue Jahr, bleib's gesund und bis bald. Ja, weißt. Was ist? Entschuldigung! Tom läuft! Kamera läuft! Ja. Den lassen wir drin. So, Regie, bitte Ruhe! Okay. Juni, die 25. Ja, das war unser Ritchie und der Ritchie, das war der zweite im Bunde im Juni und der dritte, den kennen wir jetzt mittlerweile schon, das war der Adrian und der Adrian, der hat uns auch für einige Tage besucht im Juni und der Adrian, der war ebenfalls hier in Graz. Der ist lässig, gell? Das ist mein Telefonierheizkörper, da schau ich mal beim Fenster aus und steht da. Wer bist du eigentlich? Ich bin der Martin Czernko heiße ich, ja. Wo kommst du her? Ich komme aus Österreich, Kärnten, Völkermarkt, ja. Wie bist du zur Quetschen Academy gekommen? Ja, das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Und zwar hat mir irgendeine unbekannte Person, die ich nicht nennen darf, gesagt, dass die Quetschen Academy Lehrer sucht. Und da ich ja gern Harmonika spielen, habe ich gedacht, da könnt ihr den Stefan einmal anschreiben und fragen, ob sie da noch einen brauchen. Und der Stefan hat gesagt, nein, wir haben da schon einen besseren, wir brauchen die nicht. Aber du kannst trotzdem einmal kommen und nimmst ein Video auf. Und so bin ich eigentlich zur Quetschen Academy gekommen. Ja. Spielst du steirische Harmonika? Hin und wieder, jeden Tag, 2 Stunden. Was gefällt dir in der Quetschen Academy am besten? Ja, am besten gefällt mir einfach das offene Klima und dass man einfach mit alle miteinander lachen kann. Und es immer einfach ein Gaudi ist, wenn man da ist. Also es hat, glaube ich, noch keinen Tag gegeben, wo ich da war, wo wir nicht einfach von Herzen uns einfach alles weggelacht haben, was wir noch haben. Also das taugt mir am meisten. Was war dein lustigstes Quetschen-Erlebnis? Ja, ich war einmal da und da habe ich mit dem Jürgen den alten Jäger gespielt und dazu gesungen. Und wir haben halt ein Lied mit zwei Teilen mehr Fehler eingebaut wie Töne und das war einfach so witzig. Also das war das absolut lustigste Erlebnis, so würde ich sagen. Was erwartest du dir quetschentechnisch vom nächsten Jahr? Das ist eine gute Frage. Tja. Besser werden. Wenn du das Wort Quetschen hörst, woran denkst du als erstes? Als erstes denke ich an meine Harmonika. Lieblingsfarbe? Grün. Lieblingsessen? Wiener Schnitzel. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingsessen? Gulasch. Hast du einen Spitznamen? Ja, ich habe einen Spitznamen, aber den mag ich nicht, deswegen habe ich keinen. Wie lautet der? Das darfst du gerne wissen, gell? Abseits von der Musik, vom Harmonikaspielen, hast du da noch andere Hobbys? Ja, also ich tue gern Sport machen und bin auch gerne in der Natur, also tue gern reisen, ich schaue mir gern Seen an und Berge und so Sachen. Das mag ich gar nicht. Fernseh schauen und schlechte Stimmung oder Negativität mag ich gar nicht. Wenn du ein Smiley wärst, welcher wärst du dann? Ja, der Augenzwinker-Smiley, der was quasi die Zunge ausgestreckt hat. Meer oder Berge? Berge. Sommer oder Winter? Frühling. Salz oder Pfeffer? Pfefferoni. Bier oder Wein? Kannst verbaden.
Was dann? Himperkrachal. Kaffee oder Tee? Tee. Süß oder pikant? Süß. Katze oder Hund? Katze. Kuh oder Pferd? Kuh. Katze oder Hund? Katze. Quetschen oder quetschen? Das zweite. Also quetschen. Ja, das zweite. Ja, der Juli, der hat mir wieder einiges an Reisen eingebracht. Ich war die ganze erste Juliwoche auf Reisen. Ich bin gewesen in Tirol, in Südtirol, in Osttirol, in Kärnten. Ich bin nach Bayern gefahren. Ich war noch viel mehr unterwegs. Das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Jedenfalls in dieser ersten Juliwoche, da hat sich schon einiges getan. Richtig spannend ist es dann geworden am 15. oder am 14. Juli, denn da haben wir die Reise angetreten nach Fulda. Und zwar sind wir mit dem Auto da ganz rauf gedüst, irgendwo über Frankfurt, zum Adrian, weil wenn er uns besucht, dann wollen wir ihn natürlich auch besuchen. Und da war der erste Harmonika-Stammtisch von Rhön Harmonika. Amen, ich sage euch, da wurde alles zerlegt und zerstört vor lauter Stimmung. Das war ein Traum. In meinem ganzen Leben habe ich wahrscheinlich noch keine Veranstaltung erlebt, wo so gute Stimmung war, wo es so herzlich zugegangen ist. Und lieber Adrian, gratuliere dir zu deinen Stammtischen. Du hast dir dann noch mehrere gemacht. Aber im nächsten Jahr, wenn es Corona wieder zulässt, dann kommen auch wir wieder hinaus zu dir. An diesem Tag, da waren wir auch auf einem der höchsten Berge in der Rhön und ich hoffe, ich bin jetzt richtig, ich denke, das war die Wasserkuppe, da sind wir drüber gefahren, die hat 500 oder 600 Meter, 700 Meter, ich weiß es nicht. Und da war eine Schutzhütte, wo wir gegessen haben, auf 400 irgendwas Metern. Ja, da müsste man in Österreich schon fast ein Loch in den Boden bohren, damit man auf dieses Niveau kommt. Aber tatsächlich die Rhön, eine wunderschöne Gegend, nicht nur zum Quetschen spielen, sondern auch zum Wandern und Natur genießen. Wir kommen definitiv wieder und vielleicht gibt es dann ja noch einen zweiten Berg, den wir da gemeinsam ersteigen können. In diesem Sommer, da haben wir auch das erste Quetschen Academy Praktikum ausgeschrieben und Ziel von dem Praktikum war es, die Jungen zu unterstützen, also die jungen Musikanten, und wir haben gesagt, 2-3 Wochen lang geben wir jemandem die Chance, dass er hier quasi seinen Ferialjob absolvieren kann, immer die schweren Wörter, und dieses Praktikum, das hat bei uns dann gemacht die Sophia. Und ich denke, die Sophia, die ist auch ganz, ganz vielen von euch ein Begriff. Sie ist mittlerweile auch ein Bestandteil der Quetschen Academy. Sie hat damals ihre ersten Lernvideos aufgenommen in diesem Praktikum und wir haben auch viel gemeinsam musiziert. Und wie das klingen kann, da würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an.
Und im Juli, da war tatsächlich viel los, denn am letzten Juliwochenende, da war es dann soweit, da haben wir unser erstes Intensivseminar gehabt. Und zwar das Bulkcamp. Und bei diesem Bulkcamp, da waren nur 20 Teilnehmer dabei, das war ausverkauft und wir waren in Graz in einer richtig coolen Location. Wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Das ist eine gute Frage, oft weiß ich selber nicht. Hast du einen Namen? Ja, Stefania. Wo kommst du her? Aus Graz. Wie bist du zur Quetschen Academy gekommen? Wie bin ich zur Quetschen Academy gekommen? Durch Zufall übers Internet. Was machst du in der Quetschen Academy? Ich bin das böse Mädchen, was lauter böse, gemeine Nachrichten an Leute schreibt. Seit wann bist du in der Quetschen Academy? Seit wann bin ich in der Quetschen Academy? Gute Frage. Ich glaube, es ist Juni, Juli 2018 gewesen. Spielst du steirische Harmonika? Mehr schlecht als recht. Kannst du uns das beweisen? Nein, lieber nicht. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt eine Harmonika von der Sabrina im Bild. Das ist jetzt gemein. Dann mache ich sicher 5 voller gleich. Das ist jetzt fies. Das ist halt so fies. Weiter. Hast du Erfahrung mit Auftrittssituationen? Nein! Na dann wird es jetzt Zeit. Das ist jetzt so gemein. Ihr seid so fies. Ich kann das nicht. Was gefällt dir in der Quetschen Academy am besten? Was gefällt mir in der Quetschen Academy am besten? Viele liebe Leute, es ist eine gute Stimmung, es sind alle Leute immer gut gelaunt. Und wenn man die Rückmeldungen von den Leuten bekommt, ist es einfach nur schön zu sehen, wie Leute glücklich werden können. Was war dein lustigstes Quetschenerlebnis? Oh, mein lustigstes Quetschenerlebnis. Wirecard. Nein, es war nicht Wirecard. Boah. Mein lustigstes Quetschenerlebnis. Auf die Schnelle, keine Ahnung. Jetzt echt nicht. Und auf die langsame? Das Lustigste. Der Jünger am Seminar. Was erwartest du dir quetschentechnisch vom nächsten Jahr? Viele neue Gesichter lesen lernen, hören lernen, weiterhin gut gelaunte Schüler und vielleicht eine globale Tour. Was verstehst du unter global? Nicht nur was verstehe ich unter global? Nicht nur Österreich, sondern dass man schon einmal über den großen Teich vielleicht drüber hinausschaut. In welche Richtung? Egal, ob es über den Pazifik oder über den Atlantik ist. Also beides. Genau. Sehr schön. Wenn du das Wort Quetschen hörst, woran denkst du als erstes? Gute Laune. Lieblingsfarbe? Beige. Lieblingsessen? Fisch. Hast du einen Spitznamen? Nein. Hallo, nein. Hallo, nein. Abseits von der Quetschen Academy, welche Hobbys hast du da noch? Abseits der Quetschen Academy mache ich Sport, steht ganz weit oben.
Ich spiele Golf, ich gehe gern reiten, ich bin viel mit meinen Hunden unterwegs und bin auch gern in der Weltgeschichte unterwegs. Wohin ist deine letzte Reise gegangen? Meine letzte Reise ist nach Großbritannien gegangen. Das mag ich gar nicht. Das mag ich gar nicht. Unfreundlichkeit. Wenn du ein Smiley, ein Emoji wärst, welches wärst du dann? Das am Kopf hüpfende. Na, da gibt es uns mit so komischen Augen, was am Kopf hupft. Ja, das ist verkehrt. Also der. Ja, der Hallo Kokolore. Alles klar, danke. Meer oder Berge? Meer. Sommer oder Winter? Sommer. Salz oder Pfeffer? Weder noch. Fleisch oder vegetarisch? Fleisch. Bier oder Wein? Wein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder pikant? Bekannt. Katze oder Hund? Hund. Kuh oder Pferd? Pferd. Quetschen oder quetschen? Quetsch, quetsch.
So, wir sind beim Monat Nummer 9 angekommen. Wir sind im September und da gibt es jetzt mal was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Und zwar gibt es vor allem 2 Personen, ohne die das alles, was du dir gerade anschaust, nicht möglich wäre. Und nein, das sind nicht der Thomas und ich, sondern das sind unsere Genies, die hinter den Kameras stehen und die du jetzt nicht siehst, weil sie ja hinter den Kameras stehen. Lieblingsessen? Da gibt es keine Frage, das ist Pizza. Wer bist du eigentlich? Eigentlich bin ich Bernhard Pölzl, aber bekannt bin ich bei der Quetschenakademie unter Beppo. Was heißt Beppo? Wie man das vielleicht, wenn man den Namen zusammensetzt, erkennt, Bernhard, der Vorname, B-E und Pölzl, aber das Pö klingt irgendwie ganz komisch, also deswegen nur P-O. Süß oder bekannt? Definitiv süß. Quetschen oder quetschen? Sowieso quetschen. Lieblingsessen? Ein ketogener Putenstreifensalat. Wer bist du eigentlich? Ja, also ich bin der Emanuel. Wir sind ja da in der Quetschen Academy und ich darf seit Anbeginn, seit es die Quetschen Academy gibt, Fotos beisteuern zu diesem Projekt. Mirko und Abdul filmen. Ich komme aus Graz, bin sozusagen ein Stadtkind, direkt hier in Graz geboren, wohne auch in Graz und fahre auch regelmäßig da bei der Quetschen-Zentrale vorbei und freue mich immer wieder, wenn spät abends noch das Licht brennt und man die Jungs da am Werken sieht aus der Ferne. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Bier oder Wein? Keines von beiden. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder... Wolfei, wo bist denn? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir. Ja, liebe Quetschen-Freunde, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Eine kleine Präsentation aus meinem Leben, aus meinem privaten Leben, aus meinem Familienleben und natürlich aus meinem musikalischen Leben. In diesem Video habt ihr natürlich mich und einige Eindrücke von mir kennengelernt
Und in diesem Sinne, liebe Gäste, liebe Quetschenfreunde, wünsche ich euch jetzt im Namen von Ottino Music und Wolfei Ottino ein ganz, ganz schönes und gutes Jahr 2021 und hoffe, wir sehen uns bald persönlich einmal irgendwo auf der Bühne oder sonst irgendwo. In diesem Sinne wünsche ich, wie gesagt, ein gutes neues Jahr und bis bald. Ja, diese zwei Herren, der Emanuel und der Beppo, unsere Genies, wenn es um Fotos geht, wenn es um Videos geht, wenn es um all diese Produktionen geht, die wir immer wieder machen. Und da muss ich echt sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, wo bisher fast alles auf den ersten Versuch gelingt. Also das ist unglaublich, jeder in seinem Bereich ein Profi und wenn wir kommen und sagen, so und so hätten wir das gern, dann wird sofort alles umgesetzt, meistens aber nur 5-mal so gut. So gut könnten wir uns das gar nicht vorstellen. Also noch einmal ein großer Dank an unsere Fotografen, an unsere Kameraabteilung. Und wie du weißt, wir haben nicht immer ein Kamerateam mit, sondern manchmal, da sind wir auch einfach unterwegs und fischen das Handy aus der Tasche und filmen fröhlich mit. Wer bist du eigentlich? Alex. Und wo kommst du her? Aus der Heimat der Storkogler. Fast, ein Riegel ist dazwischen. Wie bist du zur Quetschen Academy gekommen? Naja, man geht da nichts an da vor ein Seminar und dann lernt man einfach mal so zwei irrsinnig tolle, vitale zwei Burschen kennen und dann unterhaltet man sie und dann lernt man irgendwie, dann stellt man fest, dass man gleich einen Harmonikalehrer gehabt hat und tja, so. Spielst du steirische Harmonika? Yep. Kannst du das beweisen? Was gefällt dir in der Quetschen Academy am besten? Die Harmonikas, die Atmosphäre. Was war dein lustigstes Quetschen-Erlebnis? Das war wahrscheinlich der Dreh zum Musikvideo Solide Alm. Was erwartest du dir quetschentechnisch vom nächsten Jahr? Weitere so coole Musikvideos zu produzieren. Wenn du das Wort Quetschen hörst, woran denkst du als erstes? Stimmung, Spaß, Gaudi und jede Menge tolle Stimmung. Lieblingsfarbe? Grün. Lieblingsessen? Schnitzel. Beilage? Kartoffelsalat. Mit oder ohne Zitrone? Ja, mit natürlich. Hast du einen Spitznamen? Alex, so sagt ja jeder zu mir. Abseits von der Quetschen Academy, abseits von der steirischen Harmonika, welche Hobbys hast du da noch? Abseits von der Quetschen Academy gibt es nicht mehr viel Freizeit und das wenige, das ich dann noch habe, verbringe ich eigentlich hauptsächlich in den Bergen. Wandern, Bergsteigen, Kraxeln, Klettersteig. Du bist ein wilder Hund, du übernachtest ja sogar im Freien. Wie funktioniert sowas? Naja, man geht einfach raus, spannt sich die Hängematten auf, legt sie ein, Augen zu, nächsten Tag ist man wieder munter. Ganz einfach. Oder man stellt das Zelt auf, krallt ein,
Mehr ist nicht zu machen. Das mag ich gar nicht. Solche Fragen. Wenn du ein Smiley, ein Emoji wärst, welches wärst du? Meer oder Berge? Berge. Sommer oder Winter? Es ist immer schön. Salz oder Pfeffer? Pfeffer? Bier oder Wein? Kommt drauf an. Worauf? Den Anlass. Kaffee oder Tee? Kaffee? Süß oder pikant? Kommt drauf an. Katze oder Hund? Katzenliebhaber. Kuh oder Pferd? Eher Kühe. Gebacken oder gebraten? Gebacken. Quetschen oder quetschen? Was war das zweite? Da sehen wir die einmal. Spiel vor mir was auf deiner Klarinetten. Und das ist also Saxophon, das sind vorne so oben. Die Quetschen Academy und das Quetschen Team und die ganze Quetschen-Welt, das ist ja eigentlich ein Lebensgefühl. Wenn man vielleicht sind das die wertvollen Aufnahmen gerade. Der tut da nichts. Geh mir, geh Platz, geh Platz. Das Quetschen-Team, die Quetschen Academy, die ganze Quetschen-Welt, das Quetschen-Spielen, das ist ja eigentlich ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl, dieses Quetschen-Gefühl, da bemühen wir uns auch wirklich darum, dass wir selber das leben und dass alle, mit denen wir zu tun haben, das auch leben. Und unser Team ist wirklich das beste Team auf der ganzen Welt. Und deshalb haben wir auch immer die besten Teamausflüge, die es gibt. Es kann schon einmal sein, dass es da einen Tretboot-Wettstreit gibt, wo ein Tretboot fast kentert. Es kann aber auch sein, dass plötzlich jemand, der sonst eigentlich Harmonika-Lernvideos produziert, mit einer Ritterrüstung durch Graz rennt. So, wir sind es. Record. Achso, wo sind wir da? Ja, ganz durch. So, jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Und zwar zeige ich euch mein ganz streng geheimes, privates, exklusives Premium-Mannerschnittenversteck. Und wenn ich da zur Seite trete, dann erkennt der ein oder andere vielleicht schon vage. Da hinten nämlich, wenn der Stefan Kern, da hat er immer eine kleine Schachtel Mannerschnitten versteckt. Und in dieser kleinen Schachtel Mannerschnitten, da sind ein paar kleine Packungen Mannerschnitten drin. Also, das ist streng geheim und bitte nicht weiter zu erzählen. Da, wenn schon heraus ist. Ja, Macht der Gewohnheit. Ich bin da jetzt wieder einmal bei meiner Lieblingsbäckerei zum Kaffee trinken, nur die hat ja momentan zu. Ja, den Kaffee, den werden wir zu Hause dementsprechend weiter trinken. Der Hund, der ist jetzt auch wieder da. Und was wir im Dezember gemacht haben, das war unter anderem, und viele werden die schon gesehen haben, die Weihnachtssendung. Und bei der Quetschen Weihnacht 2020, da möchte ich mich echt bei allen bedanken, die da dabei waren, sei es technisch oder als Musiker oder als Gedichtleser oder nur als Keksbäcker, so wie die Resi, die Oma von der Sophia. Da schauen wir uns jetzt einige Momente an von dieser Weihnachtssendung, denn das ist wirklich, ich würde fast behaupten, eine der besten Produktionen, die die Quetschen Academy jemals gemacht hat.
war damals noch klein. Ich glaube, es war 2002. Damals waren nicht nur die Keksdosen vom Heiligen Abend gar. Und wirklich noch einmal danke an alle, die jetzt dabei sind und die jeden Tag mit vollem Einsatz da dabei sind. Und danke auch an alle, die im nächsten Jahr noch dazukommen werden. Ich finde es unglaublich. Mir fehlen da die Worte, welche Energie da in diesem Team ist, welche positive Energie da jeden Tag an den Tag gelegt wird und jeder gibt immer alles, damit die ganze Welt Quetschen spielen kann. Bevor wir jetzt wirklich in die letzte Stunde, in den Silvester-Countdown eintreten, da gibt es jetzt noch einmal ein etwas ruhigeres Lied, und zwar vom Thomas das Stück Auf ein Wiedersehen. Und jetzt alle! Weil jetzt geht er. Wie spektakulär. Also das ist ja wirklich sensationell spektakulär. Du schenk ein jetzt einmal da, auch nicht zu viel Batzen. Und wir haben schon genügend Gläser gerichtet, weil ihr alle da seid. Heute um Mitternacht. Heute um Mitternacht, da gibt es eine Sensation. Jetzt ist einmal so ein Anstoßen. Ich würde sagen, auf uns, oder? Du hast recht. Ist der gut. Also der ist wirklich einwandfrei. Der muss ich dir jetzt sagen, der liegt eh schon 10 Jahre im Keller. Und dann 10 Jahre im Magen. Nee. Was war denn das? Hast du die Raketen da hinten liegen? Ja. Du kannst die ja nicht ohne.
Ja, der geht ja los. Du kannst nicht den Feuerwerkskörper da. Es ist nochmal gänzlich ausgegangen. Wer bitte mehr? 88! Spaß beiseite. Es sind noch genau 30 Sekunden und die zählen wir jetzt runter. 30, 29, 28, 27. Hoffentlich wird kein Prosit angespielt, dann vergessen 26, 25. Und ihr setzt den Countdown jetzt schon neben. Okay, doch nicht. Ich schenke nochmal nach. Jawohl, ein Prosit der Gemütlichkeit. 24, 23, Egal. 25, 22, 21, 20. Und jetzt, nach 20 kommen bekanntlich die letzten 10. Und da wird's jetzt ernst, ja? Und wir hören es schon, 9, 8, 7, Sekt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3,5, 3, 2, 1. Prosit der Gemütlichkeit. Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Meine Damen und Herren, das Jahr 2020 beginnt jetzt! Ihr habt eine Sprühkerzen gehabt! Meine Damen und Herren, ein gutes neues Jahr 2020, ein Quetschenjahr 2020, das wünscht euch die Quetschen Academy. Und du spielst jetzt noch weiter. Die Tanzreihe. Am Holzer mit der Sektflasche. So, schau. Da steht's oben. Der Stefan hat gesagt. Und du bist ja staatlich zertifizierter Sprengmeister. Ja, und ich habe da wirklich einen Schusskoffer. Den muss man mit Vorsicht genießen. Da braucht man einen Waffenschein. Also du hast ja gesagt, ich soll das ganze Munitionslager mitnehmen. Und da ist ja jetzt der Schusskoffer. Bereit? Ja, für jeden eine. Kann die Kamera gar nicht so gut halten. Und ein Landring-Feuerzeug. Ich würde sagen, das schießen wir mal gleich, oder? Das geht hier.
Warte, ich drehe mir's vielleicht ein bisschen weg von den Leuten sogar. Weg von den Leuten, ja, gute Idee. Das dürfen ja keine Leute sein. Ah, ja, stimmt. Das ist jeder. Ich muss schon ein wenig halt den Feuerzeug nicht fotografieren. Nicht gefährlich. Ah! Ich bin weg. Juhu! Ah, der Herr Sir, ha? Muss ich mal irgendwie halten. Der Herr Sir, was hat er denn da für ein Feuerzeug? Ich könnte Zündhölzer geben. Wenn du so viel lachst, Wenn ich so viel lock. geht das immer aus. Jetzt brauchen wir einen Pflanzenbrenner. Wie ist der hingeht? Gut ist es. Ja, das war's, oder? Ja. Ein gutes neues Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich. Und das, was jetzt kommt, das darf man nämlich nicht mitfilmen. So, Kamera einstecken. Kamera einstecken. Diese Seite Richtung Zuschauer. Diese Seite Richtung Zuschauer. Du, 35 cm Sicherheitsabstand. Die Kamera ist jetzt wieder dabei. Aber weißt du was, ich habe sonst was fürs Branding mitgenommen. Achso, nein, ist vielleicht gar nicht so gescheit. Was? Also Ja, jetzt trinken wir mal was, oder? Ja. Weißt du was? Dann schaust du noch mal genug. Man möge ihm den Sekt reichen. Ich reiche mir den Sekt. Ich hab gut. Das ist ja kein Sekt. Ich hab Das durchsichtig. ist peinlich. Ja, ich hab ihn so aufgewärmt, den Sekt. Ja, man möge mir den Nein, Sekt reichen. okay, wenn das der Sekt ist, dann ist die Sendung an dieser Stelle vorbei. Du hast eine Scheibe getrunken, Das ist ein Sekt. Ja. Jetzt war das ist ein Sekt. Ja, jetzt schauen. Die Raketen, die legen wir ins Auto rein. Sehr gute Idee. In Fahrtrichtung Es wird. Schau. Wie heißt es in dem Film? Wir wollen eine spitze Rakete, keine runde Rakete. Na, schau. Na, in dem Film heißt es, heute wird gefeiert, dass die Funken spritzen. Machen wir jetzt ein warm werden vielleicht. Und der Köpfer. Apropos warm werden, wir hätten uns nicht mit dem auch warm ums Herz. Ups. Ah, geht schon los! Wer hat denn das gerade verkauft? Der fliegen gar nicht davon. Ich weiß noch, im Millenniumsjahr, da habe ich wirklich ein Munitionslager gehabt. Das ist nur heuer mehr Feuerwerk wie damals. Die Das Raketen sollte man nicht da gehen gell? Die gehen ja bald in die Luft, Ach so, oder? wenn sie unten sind, gell, dann geht's los. Jetzt sind die dann weiter unten noch. Siehst du, jetzt geht mein Termin los, Termin schießen. So, wir stecken das Handy jetzt daher und wir rennen jetzt davon. Ja. So, das war's jetzt gleich. Da kann man Die
Raketen, die sind hin. Wir brauchen härteres Material. Schau, die waren wahrscheinlich feucht. Schau, der ist trocken, der brennt sicher. So, jetzt spielt uns einmal die Regie ein Prosit der Gemütlichkeit ein. Ich stecke den da in die Schusspatrone in den Selfie-Stick. Eins jetzt schon mal zum Einsingen für die Gäste zu Hause. Und eins dann, wenn wir trinken. Ah, herrlich. Wo ist denn da der Öffner? Ja. Jetzt sind wir schon viel, ja. Und jetzt musst du ihn so lang schütteln, bis der Quacken von da rauskommt. Machen wir den Schluss auf. Na, zuerst schütteln. Ja, das Jahr 2020, das war ja eh schon komisch an sich, gell? Geh um mich ein wenig auf die Straße, dass man mein Kennzeichen nicht im Hintergrund sieht. Nein, brauchst du nicht aufpassen, geht schon, ja. Die werden wir jetzt einmal invers öffnen. Nein, da brauchst du nur festhupfen. Da geht da gar nichts. Das gibt's ja nicht. Ist da vorne nicht. Vielleicht muss man da tragen. Okay, warte, ich trau mal. Geht's? Oh, ja, jetzt hupfen, jetzt wieder hupfen. Das ist eine Mischung zwischen Tragen und Hupfen. Da geht gar nichts. Der ist hin. Den Puffen musst du halt reinschneiden, gell? Der ist nur nach oben. Ich fange mal an, gell? Haben wir keine Becher mit? Ist er nicht gut? Hm? Ist er nicht gut? Der ist schon gut. Wir haben mit den Kollegen einmal so ein Wett gehabt, was ich weiß. Nein, jetzt. Bitte. Weißt du, für einen ist halt so ein, was ist denn da drin? 10 Liter. Da Ja. halt ausgiebig, gell? Und jetzt musst du hupfen. Oder noch besser, warte, stopp, das ist gefährlich. Noch besser ist, du setzt das an und tust das senkrecht über den Kopf und wirfst den Kopf in den Nacken und hupfst dann. Das ist gar nicht so, ne? Und hupfen. Zur Nachahmung empfohlen. Sekt-Hupf-Challenge 2021. Na? No, passt's nicht? Vielleicht musst du ein bisschen umrühren. Wieso ist denn da was dran oder was? Nice. Wir sind nicht daheim! Vorsicht. Explosiv. Zieh rauf, Bobi! Wir sind nicht daheim! Ist das lustig? Gehen wir heim. Jetzt geht er die Raketen holen. Dabei hab sie eh da. So ist es im Finstern, wenn man nichts sieht. Schieß hier mal eine. Na, die schaut gar nicht so gesund aus. Vorsicht! Da hängt ja noch der Preiszettel drauf.
Ja, schießen wir halt einmal so eine mittelgroße dazwischen, bevor wir zu den gescheiten Raketen kommen. Und wo ist das Orange? Ist das zum Einschalten? Jetzt brauchen wir ein gutes Licht, glaube ich. Muss ich da anziehen, oder was? Nein, da muss ich nicht anziehen. Halt, jetzt haben wir es. Stecken wir da hinten rein. Und die andere geben wir so invers da dazu. Als Gag. So, wenn wir das jetzt überstehen, dann haben wir es fast überstanden. Da mit dem, das schaut gar nicht so groß aus, wie es wirklich ist. Schau, wie der groß ist. Wie ein Globus. Weißt du? Nicht schrecken. Weißt du, wie gefährlich? Jetzt hält es auch mal warum. Oh. Ja. So. Ja. Jetzt gehen bald die Raketen aus. Noch weiter? So. So. Sprüche nehmen wir jetzt. Also. Gehst an. Geh. Nein, gell? In dem Fall muss ich da auch nicht hinten. Das gescheite Feuerzeug haben. Das ist ja ein Feuerzeug. Das geht ja super. Nein, du musst schon im Wind. Gibst du noch 10 Feuerzeug mit, mir ist das wurscht. Jetzt hast du gut gegangen. Lauf, geht's gut? So. Trink mal was. Ja, wirklich. Das ist den Kopf aufstellen, wenn du magst. Ja, mir schon. Jawohl. Cheers. Sehr zum Wohl. Ex oder Basala. Nein, das macht so die Regie, die macht einen Ex oder Piep. Aber sie vergisst es zum Auszuschneiden. Wir sind ja heute in der Nähe von Köln. Deswegen reden wir auch heute so deutsch. Und bevor uns warm wird, gehen wir wieder Raketen schießen. Hubert, lass an, ein Flieger. Du willst du die Galerie jetzt einmal verpulvern? Ja. Zuerst trinken wir aus. Das letzte Lackerl, das war schon immer für die Tiere. Danke, sehr gut. Danke, sehr gut. Wo tut das hin? Okay. Im Kofferraum. So, jetzt gehen wir ausschießen, deswegen sind wir im Kofferraum. So habe ich das Wasser jetzt in den Handschuh gebracht, den Wunsch, das passt. Das schmeckt dann. Oberseite. Na, wie da steht. Du, Zündschnur ist seitlich. Feuer habe ich. Feuerwehr hat jeder da. Weißt du, was da passieren kann? Gefährlich. So. Passt, so gehen wir jetzt einmal. Passt, so gehen wir jetzt einmal. Okay.
Warte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lokerhaus, Lokerhaus. Wenn du Angst. Fix das! Nein, oder? Das ist gut halt. So, Thomas, da müssen wir links auf. Oh weh. Da haben sie die Leichten wieder gut. Als ich gestags vor die Holen ging. Ja, da steht diese Seite oben, oder? Ich greite jetzt einmal drüber und hoffe, ich bleibe nicht hängen zwischen die Hacken. So viel Mies ist da mal weiter. Und ich hoffe, du bleibst nicht hängen. Ich glaube, da drüben ist leichter. Du willst das nicht in die Hand nehmen? Statt dass es dann Sachen drüber gibt, das war ja viel zu einfach. Ist da angesperrt? Was ist das? Bitte nicht ausrutschen. Nicht ausrutschen. Sportskanone. Schaut, liebe Freunde, dabei. Sportskanone? Nee, wo gehst du denn hin? Sieh dich schon nicht mehr. Sind wir da? Aber mit Bergneigung aufstellen einfach. Ja, passieren kann einmal nichts. Diese Seite in Richtung Zuschauer. 35 Meter haben wir, oder? Gehen wir noch einen Krumm. Da in Köln haben sie eine Gang. Und reingefahren. In den Original Kölner Stoffelblatt. Die Frage, die immer stellt, wo rein ich dann hin, gerade zurückkommt wahrscheinlich, gell? Ja. Und nicht hinfallen. Ha! Ja. Aha. Da ist drinnen. Diese Seite Richtung Zuschauer. 35 Meter hinten. Man sieht ihn zwar nicht, aber da ist der Stefan. Frisch ist heute. Da ist er, da ist er. Da ist er. Vorsicht, Hund! So, jetzt sind wir an. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu spielen. Jetzt geht's los! Ah! Shane! Das Quetschen Academy Feuerwerk 2021. Ein gesundes und glückliches neues Jahr. Wir wünschen Ihnen Prosit Neujahr.
Jetzt geht's los. Prosit Neujahr. Gutes neues Jahr. Ich glaube, es ist aus.